dein altes Ich muss sterben, damit dein neues Ich geboren werden kann. Jeder Mensch hat mindestens eine Identitätstransformation in seinem Leben durchgemacht. Wenn du Eltern wirst, wenn du vielleicht heiratest, ein Unternehmen gründest, ausziehst von zu Hause, was auch immer, ja, unterschiedlichste Situationen, natürlich auch traumatische. Ne? Und ich wollte quasi wissen, auf einer tiefen psychologischen Ebene, auf einer archetypischen Ebene, was zeichnet Identitätstransformation aus und was hebt sie ab, wenn sie zu einem posttraumatischen Wachstum werden, zu einer Situation, die mich aufblühen lässt. Da habe ich mir angeschaut, okay, wie kann ich das herausfinden? Also ich brauche ja möglichst unterschiedliche Personen. Also habe ich Leute zusammengesucht, die so unterschiedlich wie möglich sind in verschiedensten Bereichen. Und habe die dann am Ende des Tages übereinander gelegt, ne, diese ganzen Beobachtungen, diese ganzen Interviews mit diesen ganzen Menschen, und habe herausgefunden, okay, es gibt 7 Aspekte, die eine Identitätstransformation ausmachen. Wann warst du zuletzt in einer solchen Situation? Super geiles Gefühl. Das ist kein Zufall. Den Menschen ist nicht klar, was da oben abgeht. Mindseed mit Leon Heimann. Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast, einem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin euer Host Leon Heimann. In dieser Folge spreche ich mit Benedikt Held, Psychologe und Gründer der Redefabrik, über tiefgreifende Veränderungen im Leben, also über die Momente, in denen man spürt, so wie bisher geht es nicht mehr weiter. Wir sprechen darüber, was innerlich passiert, wenn alte Rollen, Überzeugungen oder Lebensentwürfe nicht mehr passen und etwas Neues entstehen will. Benedikt erklärt, woran man erkennt, dass eine Krise mehr ist als ein vorübergehendes Tief und warum manche Menschen in solchen Phasen stecken bleiben, während andere neue Orientierung und innere Stärke entwickeln. Ein intensives Gespräch über innere Reifung, Unsicherheit und den Mut, sich selbst neu zu begegnen. Wenn dir das Video und der Kanal hier gefallen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal abonnieren würdest, denn das ist eine einfache und kostenlose Art und Weise, wie du uns hier tatkräftig unterstützen kannst. Vielen Dank an alle, die schon dabei sind und jetzt ganz viel Freude bei der Podcast-Folge mit Benedikt Held. Benedikt, woran merkt ein Mensch ganz konkret, dass er gerade nicht nur eine Krise hat, sondern dass es der Beginn einer echten Identitätsveränderung ist? Es hat meist damit zu tun, dass das Gefühl viel tiefer sitzt. Weil die Krise ist erstmal dieses Wackeln und dieses Zittern und irgendwie das bisherige System kann ich nicht einfach so weiterfahren. Das chinesische Bildsymbol für Krise hat 2 Piktogramme. Das eine steht für Gefahr und das andere steht für Chance. Und ich glaube, jede Person, die das aus schwierigeren Zeiten seines oder ihres Lebens kennt, ja, kennt dieses Gefühl von, okay, so wie es bisher war, geht es nicht weiter. Und ich kann jetzt nicht nur morgens mal meditieren oder einmal öfter ins Gym gehen oder was auch immer, sondern es verändert sich gerade auf so einer grundlegenden Ebene meines Lebens etwas, dass nicht nur ich mein Tun oder mein Fühlen und Denken verändern muss, sondern mein Sein sich gerade transformiert. Also wirklich auf der Identitätsebene sich was wandelt. Und wenn du das halt spürst, dann kannst du entweder die Gefahr sehen und wie ein Reh ins Scheinwerferlicht des Autos schauen und denken, scheiße, oh Gott, was mache ich jetzt? Hilfe? Ja? Erstarren, kämpfen, härter durchgreifen oder fliehen, ne? Diese klassischen Angst- oder Fluchtreaktionen. Oder dich irgendwie verstecken und auf ruhig spielen und so tun, als könnte man mit dem alten System noch weiterfahren, ja? Mit 120, aber immer noch im ersten Gang fahren, aber irgendwann wird es nicht mehr funktionieren. Und dann wird es entweder, in der Psychologie nennen wir das eine Regression geben, also du wirst zurückfallen in alte Muster, in kindliche Muster, in dramatische Muster, Täter, Opfer, Retter, also diese klassischen Muster eben nicht mehr damit umgehen zu können. Oder du merkst, okay, jetzt steht was Neues an. Das ist die Frage, brichst du zusammen
oder brichst du auf? Zerbrichst du daran oder bricht etwas Neues in dir auf? So wie bei dem Ei, wo auch die Schale irgendwann zerbrechen muss, ja, damit neues Leben rauskommt. Bei der Raupe, ja, die sich komplett auflösen muss in die Einzelbestandteile, um zum Schmetterling zu werden. Also da gibt uns die Natur schöne Beispiele. Und die Frage ist, können wir dem folgen? Und es ist immer eine Form von, dein altes Ich muss sterben, damit dein neues Ich geboren werden kann. Und das macht halt diese tiefgehenden, ich nenne das Identitätstransformationen aus, also wo wirklich auf der tiefgehendsten Ebene deines Seins sich etwas transformiert. Wann warst du zuletzt in einer solchen Situation? Nicht lange her. Meine Vaterschaft. Also Vater zu werden war für mich, ich sage immer so, die zweitgrößte Identitätstransformation meines Lebens. Und das war interessant, weil das ist ja eigentlich eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen. Und das ist vielleicht auch wichtig, vielleicht von der psychologischen Perspektive zu wissen. Es gibt ja diesen Begriff des Traumas. Ja? Und als ich meine Ausbildung gemacht habe und auch so Thema Krisenintervention und Umgang mit Traumata, gab es eine Definition, die ich so hilfreich finde, ist die von: ein Trauma ist eine Situation, bei der dir aktuell noch die Ressourcen fehlen, damit umgehen zu können. Heißt, es ist nicht das Ereignis selbst, sondern ob du zu dem jeweiligen Ereignis die Ressourcen hast. Und wenn du sie hast, dann wird es nicht zum Trauma, sondern es ist vielleicht eine Herausforderung oder eine Forderung, aber es ist dann kein Trauma. Aber sobald du das Ereignis hast, und es kann, ich habe einen Klienten, der ein Video im Internet gesehen hat und davon traumatisiert wurde. Dieses Video haben Hunderttausende gesehen und vielleicht fanden es manche komisch oder beängstigend, aber er wurde davon traumatisiert, weil ihm die Ressourcen gefehlt haben. So war es bei mir, du hast ja bei mir persönlich gefragt, bei der Vaterschaft. Ja? Das war ja was meine Frau und ich, ja, wir haben das geplant. Ja? Wir wollten das beide so. Und gleichzeitig, das würde ich jetzt nicht als Trauma bezeichnen, aber schon als eine Identitätstransformation, weil ich festgestellt habe, okay, ja, ich bin Sohn meiner Eltern. Ich bin Ehemann und Partner zu meiner Frau. Ich bin Unternehmer, Geschäftsführer, Coach, Psychologe, Trainer, Freund und so weiter. Ich habe viele Rollen in meinem Leben. So, und jetzt kommt da ein neues Leben hinein. Und Nietzsche sagt, man muss schon viel Chaos in sich tragen können, um einen Stern zu gebären. Ich finde, das ist ein schöner Satz für das Weibliche, für meine Frau, ja, die dieses ganze Chaos halten konnte, um dann unseren Sohn, ja, einen neuen Stern zu gebären. Und das ist dann aber auch eben genau dieses Chaos. Ja? Und in all diesen Aspekten hat das alte System nicht mehr funktioniert. Und die Herausforderung war für mich folgendes. Also ich war ja schon, als ich Vater geworden bin, Psychologe und Coach und habe so viel an Tools und Methoden irgendwie gehabt. Also ich hatte viele Ressourcen, ne, und konnte mit sehr vielem auch sehr gut umgehen. Aber da wusste ich, okay, was ist jetzt wie anzuwenden? Weil man kann natürlich sagen, okay, du bist Geschäftsführer. Ja, es ist jetzt wichtig, dass du dein Business klar führst und dass sie Vollzeitmutter ist. Wäre ein Modell, das man sich vorstellen kann. Ein anderes Modell wäre, ja, 50-50. Ein anderes Modell wäre, hey, du hast als Geschäftsführer so viele Freiheiten, dir zeitlich und örtlich alles einzuteilen, wie du es willst. Ja, dann nutzt diese Freiheiten auch. Und so waren es einfach viele mögliche Optionen. Und es war klar, okay, was ist jetzt zu tun? Weil eine einfache Lösung gibt es hier nicht. Es gibt in der Psychologie dieses Paradox of Choice. Ne? Wenn ich dir sage, hey Leon, hier ist eine Orangenmarmelade. Bitte ess die morgen früh. Dann sagst du, ist nicht cool, weil ich esse nicht gerne Orangenmarmelade, beispielsweise. Wenn ich dir jetzt aber 5 Marmeladen gebe, dann sagst du, das ist cool, da habe ich eine Auswahl. Aber irgendwann, wenn du 10, 100 Marmeladen hast, aus denen du wählst, und das kennen wir, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann zeigen Studien, das reduziert
sowohl die Geschwindigkeit, wie wir entscheiden, als auch die Zufriedenheit, wenn wir uns dann entschieden haben. Also irgendwann machen uns mehr Optionen sogar unglücklicher. Und das war halt für mich die Situation der Vaterschaft. Es sind so viele neue Dinge hinzugekommen und die Möglichkeit, wie ich mich verhalten könnte und die Perspektiven, aus welchen Blickwinkeln ich sehen kann, die waren so unendlich, dass ich einfach überfordert war. Und das war für mich die letzte große, wenn nicht die größte, ja, Identitätstransformation, die ich in letzter Zeit auf jeden Fall gemacht habe. Also das muss erstmal getoppt werden. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Okay, das würde ich gerne noch mal ein bisschen besser verstehen. Also das Phänomen des Paradox of Choice kenne ich gut. Haben wir auch schon öfter im Podcast angesprochen. Aber was waren denn jetzt die ganzen Optionen, die dich überfordert haben? Weil ja, gut, ich kann verstehen, du bist selbstständig und kannst dann entscheiden, okay, jetzt zum Beispiel, ne, ich arbeite komplett, meine Frau macht frei oder ich gehe ins Homeoffice oder wir ziehen um oder so, ne, okay. Aber ich denke, da war noch mehr. Was hat dich wirklich überfordert? Das, was ich gesagt habe, waren mehr die äußeren Gegebenheiten, sage ich mal. Die Forderung kam mehr durch die innere Ebene. Also konkret gesagt, ja, ich habe einfach vieles dann übernommen, sowohl meinen Sohn schlafen zu tragen und so weiter in der Trage, mich viel um meine Frau zu kümmern, aber halt dann doch auch viel um ihn. Und so entstand quasi okay, meine Frau war irgendwie erschöpft und hat dann gesagt, hey, kümmere dich mehr um ihn vielleicht, ja, um mich zu entlasten. Und das habe ich gemacht und habe dann gemerkt, shit, businessmäßig habe ich gerade so wichtige Projekte, die das Leben von so vielen Menschen ändern und aber auch natürlich die Grundlage sind, finanziell und beruflich einfach auch die Freiheit uns zu erlauben, dass du zum Beispiel jetzt einfach studieren kannst und das aber in der Zeit machen kannst, wie du es willst, ohne jetzt arbeiten gehen zu müssen. Ist ja ein wahnsinniges Privileg. Dass ich aber aufs Spiel setze, wenn ich sage, ich bin jetzt voll für unseren Sohn da als Beispiel, die ganze Zeit. Und so war es dann quasi, okay, sie wollte eigentlich, dass ich ihn noch mehr nehme und ich habe aber gespürt, shit, ich will auch gar nicht. Und weder will ich, dass mein Sohn spürt, dass ich ihn gerade gar nicht nehmen will, weil ich mehrere Sachen habe, die mir wichtig sind, noch dass andere wichtige Projekte, die aber auch wieder für die Familie wichtig sind, daran, sag ich mal, zugrunde gehen. Ja, oder ich aufs Spiel setze, was mir aber auch von meiner Lebensvision, meinem Telos, also meinen Kernwerten als Mensch wichtig ist. Und gleichzeitig eben, und das ist halt bei diesen Identitätstransformationen oft, dieser zwingende Charakter. Also du kannst ja entscheiden, ob und wie oft du trainieren gehst. Ob und wie oft du Self-Care machst und meditierst oder liest. Aber du kannst dir nicht entscheiden, ob das Kind gerade Wünsche hat oder nicht, sondern das Kind ist da. Und wir als Eltern haben uns dafür entschieden und wollten es natürlich auch genauso. Und dann sind wir gezwungen, ja, da eine Lösung zu finden, zu regredieren oder daran zu wachsen. Und dann war die große Lösung eben nicht mein und ihr Wunsch, oh, ich mache einfach weniger, und ihr Wunsch, oh, mach einfach mehr, sondern es war was anderes. Mitbegleitet durch unser Mentor war es dann letztendlich, ich kümmere mich mehr um sie. Und sie kümmert sich mehr um unseren Sohn. Gerade im ersten Jahr. Und das ist jetzt so, wenn ich dir das jetzt sage, ja, klingt sinnig, aber das war für uns so ein krasser Shift, weil wir mehrere Monate gespürt haben, so, wir sind nicht happy damit.
So, auf keiner Ebene. Und plötzlich ist durch diesen Switch alles besser geworden. Weil sie ist glücklich, weil sie sagt, in 20 Jahren werde ich nicht von dem ersten Lebensjahr unseres Sohnes, ja, wo alle sagen, diese Zeit vergeht so im Flug, werde ich mich nicht freuen, wenn ich ihn seltener hatte und ihn öfter weggegeben habe an dich oder an wen auch immer. Darüber werde ich mich nicht freuen. Und auf der anderen Seite gibt es mir Kraft, wenn du für mich da bist. Und das ist wiederum was ich sehr gut konnte. Also um es jetzt mal auf der biologischen Ebene zu sagen, ihr Körper wurde 9 Monate biologisch umgebaut für diese neue Rolle. Und natürlich auch der Hormonkreislauf des Mannes ändert sich etwas, aber nicht in der extremen Art wie bei der Frau. Und deswegen konnte ich es natürlich auch, aber es hat mich viel mehr Umstellung und Anstrengung gekostet wie sie. Während mich um sie zu kümmern, das heißt zu kümmern, ne? Aber für sie als meine Frau, als meine Partnerin da zu sein und ihr Gutes zu tun und ihr andere Sachen wegzuhalten, ja, die sie sonst gestresst hätten, das konnte ich wiederum. Also hat jeder dann eine Aufgabe gehabt und dann hatte ich dadurch aber auch mehr Kraft, wiederum businessmäßig die Dinge voranzubringen, die ich da zu tun hatte. Also kurz gesagt, ja, das war für mich diese große Challenge zu wissen, die wirklich sehr gut funktionierenden Lösungen bisher wurden zum Problem. Und einfach so mit dem Alten weiterzufahren funktioniert nicht. Aber was ist es jetzt? Weil im Auto weißt du, nach dem ersten Gang kommt der zweite, dann kommt der dritte, dann kommt der vierte. Ja, und du kannst auch mal vom zweiten auf den vierten hochschalten, okay. Aber jetzt stell dir vor, du hast halt Punkt A und dann gibt's und diese Unklarheit und die Unsicherheit. Was ist der richtige Weg? Und was handelt uns noch mehr Probleme ein? Also wir haben es ja nicht extra so gemacht. Und was bringt wirklich etwas? Das war was uns letztendlich diese äußere Perspektive erst gegeben hat. Was du ja beschreibst, ist ein Prozess, ne? Ich glaube, das hat man in vielen Situationen. Das ist eine gewisse Unsicherheit, die auf einen zukommt. Du warst vielleicht auch in einer Situation zuvor, da warst du relativ sicher, ne? Das war ein eingespieltes Ding, so wie du deine Partnerschaft hältst. Ihr habt euch gut verstanden, ihr kennt euch schon jahrelang. Wie du dein Unternehmen aufbaust, weißt du auch. Aber da ging es dann, und das war so der Hauptkern, den ich jetzt rausgehört habe, es ging halt von der Partnerschaft in die Elternschaft. Und das ist dann eine ganz neue Dynamik und Situation, als auch Rolle, die dann beide einnehmen. Ne? Und das ist natürlich ein Prozess. Da weiß man nicht von vornherein, wie gehe ich damit um. So, ne? Und das führt dann natürlich zu Unsicherheit. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den du beschreibst, der ganz typisch ist für Männer, die in eine Elternschaft gehen. Ich habe letztens mit Susanne Wendel gesprochen, Sexualwissenschaftlerin. Und sie hat gesagt, die größte Herausforderung, vor denen Männer stehen, wenn sie in eine Elternschaft gehen, ist der Druck, den die Männer dann haben. Und das wird oft von Frauen unterschätzt tatsächlich. Der Druck, weil es halt meistens so ist, dass die Männer dann vorwiegend sich um die Familie kümmern, indem sie mehr arbeiten gehen und die Frauen, so wie jetzt in eurer Konstellation auch, dann eher auch beim Kind sind. Ich muss das ja alles noch halten können. Im selben Pensum wie vorher oder sogar noch mehr. So, und das ist der Druck, der oft auf den Männern lastet, ne? Und das wird oft unterschätzt. Das hast du ja gerade sehr schön beschrieben, ne? Dass es eigentlich auch genauso bei dir war. Plus noch diese Dynamik. Meine Frau, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, meine Frau hat jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit auf dem Kind gerade. Und nicht mehr so sehr bei mir. Mhm. Das heißt, es kommt auch oft dazu, ne, Thema auch Sexualität in der Elternschaft, dass da auch so ein Shift stattfindet, ne, ich hatte vorher eigentlich die ganze Aufmerksamkeit meiner Frau. Und jetzt ist sie aber beim Kind. Und ich verspüre Druck plus bekomme weniger Aufmerksamkeit von meiner Frau. Und das ist natürlich eine richtig krasse Situation. Also das ist ein richtig krasser Switch von vorher zu nachher. Absolut. Und da gibt es diesen, finde ich, so kraftvollen Satz von der
großen Familientherapeutin Virginia Satir, die sagt, ändert sich ein Element im System, muss sich das ganze System ändern. Und sie hat es auf Familiensysteme bezogen und es geht ja aber auch im Intrapsychischen, also ich mit mir. Und das war für mich eben die Challenge, dass durch das Element Vaterschaft, die ja eigentlich hinzukommt, also ja nicht, dass wir nicht mehr Mann und Frau sind, nicht mehr Ehemann und Ehefrau sind, nicht mehr Geschäftsführer sind, sondern es ist ja eigentlich eine neue Rolle. Aber es ist so wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst, der halt Wellen auf alles andere, ne, als Auswirkung hat. Und das, was du beschreibst, das war ja das Interessante, durch diese mögliche Komplexität. Ja, vor 50, 100 Jahren, wie auch immer, da war halt klar, ja, der Mann ist der Versorger, die Frau ist zu Hause beim Kind und so weiter. Das hat viele Probleme und viele Spannungen gebracht und hat manches Paradox of Choice leichter gemacht. So. Und das war halt für mich dann das Interessante, weil dieser Druck im Sinne von businessmäßig gut fokussiert zu sein, und mit meinen Mitarbeitern, die ich habe und so weiter, die da auch gerne mehr Verantwortung übernommen haben und übernehmen, das war so, that's a challenge. So, das ist eine Aufgabe, ist eine Herausforderung, aber damit kann ich gut umgehen. So, dafür bin ich gebaut, dafür habe ich mich das ist so ein bisschen wie, du nimmst dir, ja, du gehst trainieren, ja, und nimmst dir halt die nächste Hantel. So, das ist nicht leicht, das ist nicht angenehm, aber du weißt, was du zu tun hast. So, und du weißt Schritte, wie du mit Ernährung, mit Aufwärmen und dann auch teilweise durchpushen, ja, den nächsten Schritt auch gehen kannst. So. Und dann hast du Partnerschaft. Okay, und da war es mir auch klar, so, es gibt diesen schönen Satz. 9 Monate in der Mutter, 9 Monate an der Mutter, 9 Monate um die Mutter. Also bei der Frau werden tatsächlich Spiegelneuronen, gibt es Pruning, also wird quasi die Empathiefähigkeit reduziert. Denken Sie sich, ja, warum? Na, ganz einfach, weil der Fokus der Empathiefähigkeit viel mehr auf das Kind geht. Das ist genau das, was du beschreibst, nur neurobiologisch quasi beschrieben. Der Fokus geht viel mehr auf das Leben, das da weitergeht. So. Und deswegen ist es so, dieser Abbau ist da, dieser Fokus auf das Kind ist da. Und also wir haben es auch so gemacht, so, dass sie den Kleinen extrem viel getragen hat. So, in der Trage. Ne? Und er wirklich an der Mutter war. Also es ist ja auch evolutionsbiologisch so, ja, dass der Kopf des Kindes, wenn er voll ausgereift wäre, wäre zu groß für die Geburt. Da würde die Frau sterben dran. Also wird das Kind früher geboren als eigentlich bei anderen Tieren. Bei anderen Tieren ist ja so, die laufen teilweise schon los. Ja, bei Menschen nicht. Und das ist eben wird auch das extrauterine Embryonaljahr genannt. Also quasi, es ist immer noch ein Embryo, aber halt außerhalb des Körpers. Und die ganze Zeit muss jemand dabei sein. Du kannst dich dein Kind mal kurz allein lassen. Ne, so. Und dafür ist sie ja auch in gewisser Weise ausgerichtet. So. Und der Mann natürlich auch. Also da ändert sich hormonell ja auch einiges beim Mann. Nur, und das ist halt das Spannende, wenn ich jetzt sage, okay, Challenge, ja, hier mehr Gewichte nehmen, also Business. Okay, das ist eine Herausforderung, aber damit kann ich umgehen und that's my thing. So, und da fließt mir auch extrem viel Kraft zu. Ja? Und dann das Zweite, ja, mich mehr um meine Partnerin kümmern. I love that. Das ist richtig gut. Und uns war das klar, dass das im ersten Jahr weniger Fokus dann auf mich, und das ist alles gut. Also das ist Teil des Erwachsenwerdens, ja, nicht wie ein kleines Kind und oh, Mama, kümmere dich um mich, und das ist meine Frau, ja, und die Mutter unseres Kindes. Und die hat halt, ja, dann einen anderen Fokus. Und das ist auch absolut natürlich und normal und richtig so, wenn sie das auch will. So. Und sie wollte es ja auch. Und das andere ist dann, wie gefühlt, okay, ich soll jetzt mehr Hantel nehmen und aber auch weniger Hantel nehmen. Also quasi mich so, und das war das, was mich dann zerrissen hat. Und da müssen, glaube ich, alle Paare individuelle Lösungen für sich finden, wie es für sie passt. Aber bei uns war es halt so dieses Yes. Ja, meine Frau macht ihr Studium gerade fertig, ja, und will es einfach und liebt es, Zeit mit unserem Kind zu verbringen. Ja. Und ich liebe es, mich um sie zu kümmern. Und ich liebe es, mich um den Businessaufbau zu kümmern und so weiter. Also ich kann mit Druck umgehen. Nur
nicht mit allem Druck und schon gar nicht mit in entgegengesetzte Richtungen gehenden Druck, wo ich eigentlich spüre, das ist eher mein Telos. Das ist eher das, wofür ich jetzt gerade hier bin. Weißt du? Und es gibt das Komplementärgesetz der Anthropologie, das quasi Ashby's Law of Requisite Variety, das Gesetz der erforderlichen Vielfalt. Also quasi, je vielfältiger ein System ist, desto mächtiger ist es. Je flexibler ein System ist, desto mächtiger ist es. Also wenn du ein Dorf hast, ja, und alle sind Schuster, das bringt bald nichts. Wenn einer Metzger, einer Schuster, einer Bauer, einer ist, dann wird es ein mächtigeres Dorf. Und so ist es auch in der Beziehung. Ja? Wenn beide exakt gleich sind, dann braucht es einen nicht mehr. Wenn wir unterschiedlich sind und sie in der einen Ecke des Universums Licht aufdreht und ich in der anderen Ecke des Universums Licht aufdrehe, dann sind wir mächtiger. Dann sind wir gemeinsam ein größeres System. Und das ist halt, glaube ich, das Problem auch heutzutage in einer individualisierten Gesellschaft, wo alle sich um ihre individuellen Bedürfnisse, und ich bin ja bedürftig, ja, damit, ich muss das ja jetzt von dir kriegen, ja, der Mann, ich will jetzt eben Sexualität oder Aufmerksamkeit kriegen, ja, und die Frau sagt, ja, mach du doch mal das und das und das, dann sieht man sich halt als getrennt und dann ist man ein schwächeres System, weil dann ist es gegeneinander. Aber wenn man sagt, wir sind unterschiedlich und trotzdem ein System und ein Team und wir schauen nach Win-Win-Lösungen, ja, dann ist es geil. Egal ob im Business, wenn du eine Gehaltsverhandlung machst, kommt manchmal, letztens eine Frau im Coaching gehabt, ging es um das Thema Gehaltsverhandlung. Und dann war der Punkt, der wichtige, dass sie um jeden Preis eine Win-Win-Lösung verhandelt. Und sie so, ach so, es geht gar nicht nur darum, dass ich mich stärker durchsetze und härter werde, weil ich werde von anderen so als unsicher abgestempelt. Sag ich, nein. Wo bist du denn selbstsicher? Wenn du nur für dich einstehst? Nein, so sind wir nicht. Ja, es gibt Narzissten und Leute, die irgendwie nur für sich einstehen, okay. Aber wir sind soziale Wesen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, Win-Win-Lösung. Und das bedeutet, hey, wenn mein Chef, ja, einen guten Deal macht mit mir und ich einen guten Deal mache mit ihm, dann ist es gut. Aber selbst wenn mein Chef einen guten Deal mit mir macht und ich nicht mit ihm, können wir sagen, Win-Lose ist doch cool für ihn und blöd für mich. Nein, langfristig ist es auch für ihn blöd, weil es sich nicht langfristig hält. So, jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen, um den großen Bogen zu machen, dass wir soziale Wesen sind, dass wir unterschiedlich sind und das will ich damit sagen, ich sehr gut mit Druck umgehen kann. Und die andere Seite der Wahrheit ist, dass Lara auch, meine Frau auch großen Druck und große Anstrengung und große Forderung und auch Überforderung als Mutter hat. Es ist ja nicht, ich habe jetzt den Druck, ja, ein großes Business aufzubauen und sie kann halt Zeit mit unserem Kind verbringen, wie nett und wie schön. Ja, für sie ist es genau so eine große, große Aufgabe. Und wenn ich aber die Größe in ihrer Aufgabe sehe und die achte und ehre und schätze und sie die Größe in meiner Aufgabe sieht und achte und ehrt und schätzt und sie nicht sagt, mach du mal anders und ich sage, nee, mach du mal anders, dann wird das System sozial gesehen mächtiger. Du hast es als Beispiel genannt für eine identitätsverändernde Situation. Was genau hat daran jetzt deine Identität verändert? Wir haben bei der Redefabrik dieses Modell, Identitätsmodell. Das ist so das, wo ich sage, aus den Jahren des Psychologiestudiums, den ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, wenn ich es runterdampfen sollte auf eine Visualisierung, auf ein Modell, das natürlich vereinfachend ist, dann ist es das. Und zwar haben wir zum einen ganz im Außen das Haben. Also das sind die Dinge, die wir haben. Du hast diese Kleidung, das Mikrofon, hast einen Körper. Und das sind also diese Dinge, die du materiell gesehen anfassen kannst. Und wenn du was anderes haben willst, ist relativ schnell klar, ich will das Mikro haben, dann muss ich es kaufen. Also muss ich etwas anderes tun. Also mein Verhalten ändern. So, und jeder, der schon mal sein Verhalten ändern wollte, der merkt sehr schnell,
kurzfristig mag das leicht sein. Also, als simples Beispiel, ne, im Haben. Nur weil jemand im Lotto 1 Million gewinnt, ist er lange noch kein Millionär. Also gibt es ja diese Studien, dass irgendwie die Leute, die im Lotto etwas gewinnen, was weiß ich, 5 Jahre später genau das im Minus haben, was sie vorher gewonnen haben. Weil sie eben nicht vom Denken und Fühlen Millionär oder eine Millionärin sind, sondern halt einfach was anderes haben und es wieder gegangen ist. Okay. Also müssen wir was anderes tun. Jeder, der schon mal was anderes tun wollte, dem ist bewusst, das hat auch mit der inneren Ebene, der psychologischen Ebene zu tun. Also das Fühlen und Denken. Alte Glaubenssätze, alte Muster, alte Blockaden, alte Verstrickungen, ja, familiäre Verstrickungen, die uns noch zurückhalten. Persönliche Erlebnisse, die uns irgendwie halten. Ja. Und das ist dann die dritte Ebene. Also haben, fühlen und denken. Also haben, tun, dann fühlen und denken. Und das sind für mich noch 3 Ebenen, wo ich sage, da gibt es viele Modelle auch in der Psychologie zu. Also, na gut, was du anderes hast, ja gut, das ist jetzt weniger die psychologische Ebene, das, keine Ahnung, schaust du dir im BWL-Studium eventuell, ne, in Aspekten. Verhaltensveränderung, das ist noch keine Identitätsveränderung, sondern das ist etwas, na, ich tue halt was anderes, aber da bin ich noch niemand anderes. Ne? So. Wenn ich das Fühlen und Denken ändere, also sogar vielleicht meine Werte, meine Einstellungen, dann sind wir schon auf einer sehr tiefen Ebene. Also das fühlt sich dann schon sehr nah am Kern an. Und jetzt ist die Frage, und das ist dann noch eine Ebene drüber, und dann gibt es noch ein paar andere Aspekte, die da noch drüber wären, aber um es jetzt mal simpel zu halten, wäre dann die Ebene drüber des Seins. Also wer bist du? Und für mich ist es eine Identitätstransformation, wenn jemand auf die Frage, wer bist du, plötzlich etwas anderes antwortet. Weil nur weil ich jeden Tag ins Gym gehe, Verhaltensebene, Tunebene, bin ich nicht unbedingt jemand anders. Für manche ist es schon so, die sagen, ich bin jetzt Sportler. Und plötzlich hat sich die Identifikation, das, worüber ich mich identifiziere und wer ich denke und sage, wer ich bin, geändert. Und das ist halt bei mir so gewesen, dass für mich das Vaterwerden natürlich diese Änderung gebracht hat von ich bin Mann, ich bin Ehemann, ich bin Vater. Das ist dazugekommen, diese Identität, diese Identifikation. Und noch was ganz anderes, und das fand ich eigentlich noch interessanter. Ja, also ich war ja volljährig, Unternehmen mit mehreren Festangestellten und Freelancern und so weiter und so fort, ja, über Jahre ja schon vieles gemacht. Aber was dadurch noch mehr hinzukam, statt ich bin Vater, ich bin erwachsener Mann. Weil die primäre Rolle, die jeder hat, wenn er noch keine Kinder hat, ist, ich bin Kind zu meinen Eltern. Vielleicht Bruder und Schwester. Und natürlich wirst du rechtlich gesehen erwachsen. Natürlich war ich vorher auch schon selbstständig, ich hatte ja schon ein Unternehmen und so weiter. Ich hätte jetzt nicht gesagt, oh, ich bin ja so unerwachsen. Und es hätte auch im Außen niemand gesagt. Aber das war dann diese Ebene von, okay, hier gibt es keine fertigen Lösungen. Wie gesagt, vor 50, vor 100 Jahren gab es die vielleicht, aber die gibt es jetzt nicht. Ich kann auch nicht meine Eltern fragen. Ich kann es nicht einfach so machen wie meine Eltern. Natürlich habe ich mit meinem Vater über Vaterschaft geredet, aber ich kann es nicht einfach so übernehmen. Ich kann auch nicht meine Frau fragen. Ich kann auch nicht mein Kind fragen, schon gar nicht. Ich kann auch nicht meine Freunde fragen. Weil auch wenn ein guter Freund von mir 4 Kinder hat, ein anderer keine Kinder hat, jeder hat Meinungen, das ist okay. Und es ist gut, sich dir vielleicht auch anzuhören. Aber irgendwann musst du dich entscheiden, okay, aber was will ich eigentlich? Und nicht die Leute, die sagen, mach's doch einfach wie vor 100 Jahren, ja, klassisches Beziehungsmodell, mach's doch einfach so. Oder die sagen, nein, 50-50, oder nein, mach so und so. Und dann sagt der das und dann sagt der das. Und das ist wieder Paradox of Choice. Und dann ist halt die Frage, okay, aber am Ende des Tages, so, Platon sagt, die größte Aufgabe eines Menschen ist die Pflege seiner Seele. Am Ende des Tages geht es um deinen Weg deiner Seele, deines Charakters, deiner Identität. Und es kann anderen manchmal gefallen und es wird anderen manchmal nicht gefallen. Und somit war es in gewisser Weise mein altes Ich musste sterben, damit mein
erwachsenes oder noch erwachseneres Ich geboren werden konnte. Du hast es jetzt als Beispiel genannt für eine lebensverändernde Situation. Und das hat dich dann ja auch dazu geführt, dass du da intensiver geforscht hast. Du hast unter anderem eine qualitative Studie gemacht, wo du einfach mal herausfinden wolltest, was gibt es noch für lebensverändernde Situationen und was für einen Einfluss haben die auf unser Leben. Und dann hast du da ein gewisses Muster entdeckt. Ja. Vielleicht können wir da mal tiefer eintauchen. Kannst du uns noch mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, an diese Studie zu machen und was du dann wirklich in Interaktion mit diesen verschiedenen Menschen, die über lebensverändernde Situationen gesprochen haben, herausgefunden hast? Ja, das war ein für mich auch selbst sehr überraschendes Projekt und auch ein sehr veränderndes Projekt für mich als Psychologe. Weil auch hier wieder, bis davor habe ich immer auf das Wissen, die Studien, die Methodiken, die Modelle anderer zurückgegriffen und das mache ich natürlich auch immer noch. Also ich stehe auf Schultern von Riesen im Sinne von, dass ich einfach dieses tiefe Wissen einfach als Grundlage heute nutzen darf, als Fundament nutzen darf. Aber es ist irgendwann halt dann schon auch die Frage, gehe ich einen Schritt weiter? Und mir war, und das ist interessant, das sind zwei Dinge, die parallel passiert sind. Einmal, ich werde Vater, aber ich habe sogar noch davor, also als Lara schon im 8. Monat oder wie auch immer war, bevor ich wusste, dass das jetzt eine Challenge wird, anscheinend hat mein Unbewusstes schon gespürt, okay, Benedikt, du beschäftigst dich jetzt auch mal lieber mit dem Thema, weil ich schon, bevor Noah, also unser Kind, da war, schon entschieden habe, ich werde dazu forschen, weil mir klar war, zum Thema Tun gibt es ganz viel, ne? Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie und so weiter. Zum Thema Fühlen und Denken gibt es auch extrem viel. Ja? Kognitive Restrukturierung, emotionale Therapien, Körperarbeit, Hypnose. Also da gibt es ja einen Blumenstrauß an verschiedensten Dingen. Was mir aber so bewusst geworden ist, so diese tiefste Ebene, wo sich dein Sein verändert. Diese Frage habe ich zu beantworten. Und natürlich gab es manche, die sich Gedanken schon darüber gemacht haben, also dieses, so, und dann habe ich mit Lara auch gesprochen und sie hat so gesagt, jetzt kannst du nicht mehr auf den Wegen anderer gehen, so, du musst da jetzt selbst forschen. Und es war für mich ein unglaublich spannendes Projekt, weil ich mir dann gesagt habe, ich bin mit der Grundannahme reingegangen, jeder Mensch hat in seinem Leben schon mindestens eine dieser Identitätstransformationen durchgemacht. Wenn du Eltern wirst, wenn du vielleicht heiratest, ein Unternehmen gründest, ausziehst von zu Hause, was auch immer, ja, unterschiedlichste Situationen, natürlich auch traumatische, ne? Dann wirst du das schon mal erlebt haben. Und da gibt es in der Psychologie den Unterschied von posttraumatischer Belastung oder posttraumatischem Wachstum. Und ich wollte quasi wissen, auf einer tiefen psychologischen Ebene, auf einer archetypischen Ebene, was zeichnet Identitätstransformation aus und was hebt sie ab, wenn sie zu einem posttraumatischen Wachstum werden. Und auch unabhängig vom Trauma, aber zu einer Situation, die mich aufblühen lässt. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, wie kann ich das herausfinden? Also ich brauche ja möglichst unterschiedliche Personen. Also habe ich Leute, ne, für diese eben die qualitativen Interviews, die qualitative Studie zusammengesucht, die so unterschiedlich wie möglich sind in verschiedensten Bereichen. Also ich kann jetzt nicht nur dich fragen, auch wenn du schon eine hattest in deinem Leben, das war meine Grundaussage, ich kann jeden fragen. Und ich habe von einem Kassierer über einen Geschäftsführer eines Unternehmens, über eine Frau, die in Afrika gerade ihr Studium macht, hin zu einem Trainer, der in Afghanistan Menschen zu Coaches und Trainern ausbildet, zu einer Japanerin, die dann nach Kanada gegangen ist und so weiter und so fort. Also verschiedenste Leute in verschiedensten Altersklassen. Also ich musste gucken, unterschiedliche Altersklassen, Geschlecht, Religion, Kulturkreis, Beruf und so weiter. Also habe ich geguckt,
was ist wirklich das Archetypische? Und habe die dann am Ende des Tages übereinander gelegt, ja, diese ganzen Beobachtungen, diese ganzen Interviews mit diesen ganzen Menschen, und habe herausgefunden, okay, es gibt 7 Aspekte, die eine Identitätstransformation ausmachen. Ich bin erst nur auf 6 gekommen und der 7. ist mehr eine Folge. Und diese 6 laufen in einer gewissen Reihenfolge ab, können wir auch gerne drüber reden. Es gibt auch ein visuelles Modell, also ein Bild dazu, das haben wir findest du auf redefabrik-seminar.de, da ist es direkt als zweites und dann kann jeder, der uns jetzt nur zuhört, es quasi dann auch visuell sehen. Aber das habe ich quasi herausgefunden. Und das Spannende war, das war ja parallel zu meiner Vaterschaft. Also konnte ich auch so sagen, okay, was ist jetzt a nice story, eine nette Geschichte und was hilft wirklich? Man konnte das quasi als Psychologe professionell, ja, mit Leuten, no, und dann konnte ich sagen, okay, aber wie ist das und das? Ja? Und natürlich habe ich auch den Observer-Bias, also dass ich als Beobachter natürlich auch gewisse Fragen stelle in einer persönlichen Art und Weise, rausgenommen, dass nicht nur ich diese Interviews geführt habe. Ja, ich habe die meisten Interviews geführt, aber um das rauszunehmen, habe ich es dann auch geprüft. Genau, dann sind wir auf was gekommen, was auf der einen Seite was ist, wo ich sage, das gibt es meines Erachtens so noch nicht. Ja? Da gab es davor noch nicht. Jetzt gibt es schon offensichtlich, ja. Aber genauso wie Flow von Michael Csikszentmihalyi einfach ein neues Konzept war. Ja? Francine Shapiro, EMDR, ja? Eye Movement and Desensitization and Relaxation. Das sind einfach Sachen, die gab es genau so noch nicht. Ja? Und die haben quasi auf dieses große, starke Fundament sind einen Schritt weitergegangen. Ja? Und ich bin halt einen Schritt weitergegangen in diese Richtung der Identitätstransformation, weil das mich persönlich, aber auch als Psychologe, als Coach, als Begleiter inspiriert hat, weil ich habe hunderte Menschen davor schon begleitet und da gab es Leute, die haben sich etwas verändert, es haben sich Leute sehr stark verändert und manche Leute, die sind wie aufgebrochen und aufgeblüht und wie zu einem neuen Menschen geworden. Und deswegen hat es mich professionell, also als Coach und Psychologe auch interessiert. Naja, und dann haben wir es halt leer und lernbar gemacht und ich sehe einfach nicht nur, was es für mich, sondern auch für die Leute für krasse Effekte hat. Also schon groß. Aber ja, genau, so kam ich zu dem Thema. Okay, und dann bist du sozusagen in die Praxis gegangen und hast diese Menschen getroffen. Was hast du erfahren? Ich habe erfahren, dass meine Annahme sich bestätigt hat. Jeder Mensch hat mindestens eine Identitätstransformation in seinem Leben durchgemacht. Ich habe festgestellt, der Inhalt jeder Identitätstransformation ist höchst individuell. Wenn du die von außen siehst, dann denkst du dir, was sollen die miteinander gemeinsam haben? Also auf der inhaltlichen Ebene sieht es sehr, sehr unterschiedlich aus. Die sind höchst individuell. Hast du mal ein Beispiel vielleicht eines? Ich gebe dir ein paar Beispiele, um die Vielfalt auch aufzuzeichnen. Also eine Person, ja. Ich nehme jetzt den Geschäftsführer, ja, als Beispiel. Der hat, oder wir fangen vielleicht bei einem anderen Beispiel an, ja. Der Kassierer an der Kasse, ja. Freund von mir aus Schulzeiten, ja. Mit dem ich aber nicht so viel Kontakt hatte. Ich durfte nicht mit Leuten sprechen, die mich kennen, die ich kenne. Aber wir kannten uns aus der Grundschule und ich habe gesagt, hey, so, ich kenne dich, aber ich kenne dich auch nicht. Können wir sprechen? Bei ihm war das genau dieses Thema mit dem Video. Das war ein Video, das hat er gesehen und er hat gesagt, dieses Video hat mich so, es war das kürzeste Beispiel wahrscheinlich von allen Identitätstransformationen. Also war wirklich ein kurzes Video. Den Inhalt muss ich jetzt nicht super auslegen hier, ja, aber kurz gesagt, es war ein Video, wo vielleicht eine Trigger Warning geholfen hätte. Eine sehr belastende Sache wurde dort gezeigt, sagen wir so. Also Gewalt, ne, war dort zu sehen. Und das hat ihn aber so in seinem Menschenbild, in seinem Weltbild und so weiter, nachts auch mit Albträumen und so weiter beschäftigt, dass er gesagt hat, allein dadurch, das war nur so ein Anstoß, ja, hat es in ihm etwas verändert. Zweites Beispiel, die Frau, die Japanerin, die nach Kanada gegangen ist. Die
ist Mutter gewesen oder ist auch immer noch Mutter und ist dann nach Kanada gegangen und hat dann festgestellt, das war der Satz, den sie mir gesagt hat. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich bin ja gar keine Mutter. Ich bin eine Lehrerin. Aber ich will keine Lehrerin für meine Kinder sein. Das hat sie halt mitgenommen aus dem Kulturellen des Japanischen, wo sie dann aber gemerkt hat, nee, ich will keine Lehrerin sein, ich will wieder Mutter sein. Und da sind Sätze, da kommt das Kind zu ihr und sagt, Mama, wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Und sie sagt mir das mit Tränen in den Augen, obwohl es Jahre her ist. Also sind teilweise einzelne Sätze, die etwas dann in Bewegung gesetzt haben. Natürlich, die Situation ist viel größer, aber das sind dann so Funken, ne, die ins schon gemachte Feuer reingeworfen werden. Oder der Unternehmer, ist Unternehmer, großes Geschäft aufgebaut, Vater früh gestorben und er hat es übernommen. Ja, er hat es groß gemacht, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und eines Tages wacht er mit Schmerzen auf, dass er gesagt zu seiner Frau, also ich glaube, ich werde heute sterben. Und ziemlich plötzlich. Da sind sie halt ins Krankenhaus gefahren mit den beiden Kindern und er sitzt der Ärztin gegenüber und sagt, ja, ich hatte irgendwie so Schmerzen im Rücken und das tut irgendwie so weh und keine Ahnung, ich habe auch schon eine Massage bekommen, aber das hat irgendwie nicht so geholfen, wie auch immer. Und die Ärztin hört sich so Blutdruck an und was es fühlt und whatever. Ja, irgendwie alles noch relativ normal, das ist eigentlich. Er so, sorry, das tut mir leid, gut, dann, keine Ahnung, wie auch immer, dann gehe ich mal. Und nein, sie gehen jetzt mal nicht. Sie gehen mal aufs Belastungs-EKG. Belastungs-EKG geht los. Nach 5 Sekunden drückt die diesen roten Notausknopf und sagt, das, was Sie jetzt machen, ist, Sie ziehen sich jetzt aus. Legen sich hier auf diese Liege, fahren Sie rüber ins OP und Sie werden jetzt operiert, weil Sie haben einen Herzinfarkt. Frauen und Kinder laufen in der Stadt rum, kriegen davon nichts mit. Und in dem Moment, als diese Ärztin das zu ihm gesagt hat, wusste er, ich werde keinen Fuß mehr in mein Unternehmen setzen. Und das hat er, die haben ein Geschäft, eine Filiale, nie mehr getan. Und das hat etwas gestartet. Und das sind jetzt 3 sehr unterschiedliche Beispiele. Und dann höre ich mir das an und das macht mich selbst emotional, es bewegt mich. Ja? Aber das sind jetzt mal ganz unterschiedliche Beispiele von einem Video bis hin zu einem Herzinfarkt. Ja? Von Vater werden bis hin zu, ich bin in Afrika, gehe zur Universität, aber ich kann nicht zur Universität gehen, weil es gibt keine Möglichkeit, dahin zu fahren, muss also laufen und komme so spät dann, dass ich nur eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Klasse da bin. Ich so, wie eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Klasse, warum so spät? Naja, der Saal ist halt viel zu klein. Und wenn du eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Klasse kommst, dann sitzt du draußen und hörst dir es von draußen an durch die geschlossene Tür. So. Also, und dann hat sie irgendwann gesagt, nee, das kann ich nicht. Das werde ich nicht mehr machen. Das hat sie verändert, dass sie von einer, ich versuche irgendwie Studentin zu werden, hinzu, das war dann der erste Schritt, aber long story, aber ich kürze es hier ab, dann ihr eigenes Ding gemacht hat. Und so angefangen hat zu modeln, sich dann etwas selbstständig zu machen, ihr eigenes Ding aufgebaut hat und so weiter und so fort. Also verschiedenste Dinge, auch einen eigenen Podcast eröffnet hat und so weiter. Ja, also ja, das sind vielleicht ein paar Beispiele, die es ein bisschen griffiger machen. Als ich das jetzt gerade gehört habe, zum Beispiel die erste Situation mit dem Mann, der da ein Video gesehen hat, das dann sein Leben verändert hat. Da, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, das Video hat dann sein Leben verändert, richtig? Ja. Ist natürlich eine sehr große Vereinfachung. Also kein Video verändert dich, kein Mensch verändert dich, sondern was du dann auch draus machst und genau. Aber das war der zündende Funke oder der Stein des Anstoßes. Ja, genau. Das, was vorher war und das, was danach gekommen ist, kann man nicht auf diesen einen Punkt runterbrechen, aber du wolltest ja Beispiele haben, das waren so Funken, die es begonnen haben. Genau, weil wenn ich das betrachte, dann ist es aus meiner Sicht so, das Ereignis war nur der Trigger, aber die lebensverändernde Situation
Also ich interpretiere jetzt einfach mal so rein, ohne zu wissen, ohne ihn zu kennen, ohne die Situation zu kennen, ja. Du hast ja gesagt, das war irgendwie eine Gewalterfahrung, oder eine Gewaltszene, die in ihm was getriggert hat, wodurch er dann sozusagen sein Leben umgekrempelt hat. Das heißt, das Video war ja eigentlich nur der Trigger, aber die lebensverändernde Situation lag ja wahrscheinlich in der Vergangenheit. Vielleicht eine eigene Gewalterfahrung oder ähnliches. So. Und das finde ich interessant. Also ich finde interessant, dass dir ist etwas passiert in der Vergangenheit. Und eventuell hast du es untergraben, ja? Also du hast es vielleicht weggedrückt, weil es war traumatisch vielleicht oder ähnliches. Ja. Und es war eine lebensverändernde Situation, aber du hast sie nicht wahrgenommen. So. Und dann irgendwann in der Zukunft kommt ein Trigger, das kann was Banales sein, wie zum Beispiel einfach nur ein Video oder ein Song oder eine Begegnung mit einem Menschen. Vielleicht auch nur eine oberflächliche Begegnung, anscheinend. Und dieser Trigger aktiviert das lebensverändernde Ereignis, das in der Vergangenheit liegt. Und dann beginnst du dein Leben zu verändern. Genauso wie mit dem Unternehmer. Aus meiner Sicht war ja nicht die OP das lebensverändernde Ereignis, sondern es war das Unternehmen. Es war das, was er da mit dem Unternehmen gemacht hat. Das ist ja eigentlich das lebensverändernde Ereignis gewesen, weil das hat dazu geführt, dass er vielleicht krank wurde oder zu gestresst war und dann einen Herzinfarkt bekommen hat. Das heißt, ich glaube, was oft passiert ist, dass man das dann irgendwie so reduziert auf, die OP hat mein Leben verändert. Ja. Nein, ich glaube, es war nicht die OP. Ich denke, es war das Ereignis davor und die OP hat es nur getriggert. Und das freut mich so sehr. Ich muss auch grinsen, als ich dir zugehört habe. Damit legst du mir den Ball auf den Elferpunkt, ja, weil absolut zu 100%. Und das ergibt dann noch mehr Sinn, wenn ich die Aspekte des Modells erkläre. Aber um jetzt anhand dieser ganz konkreten Beispiele zu sagen, genau so ist es. Ja? Und der Punkt ist aber nur, warum, weil das Ereignis ist ja vorher schon passiert, warum hat das nicht das Leben verändert? Weil die Veränderung kam dann tatsächlich erst durch den Trigger, aber nicht durch den Trigger, sondern das war nur der kleine Auslöser. Das war vielleicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wenn du so willst. Der Auslöser. Trigger heißt ja Auslöser. Jetzt kann man sagen, warum geht das Licht an, wenn ich den Schalter drücke? Wegen dem Schalter? Nein. Weil da eine elektrische Leitung schon vorher gelegt wurde, da schon Strom läuft, nur noch der Kreislauf geschlossen werden muss und dann geht's los. Und so ist es auch beim Trigger. Die Metapher ist der Auslöser. Genau. Es löst etwas aus. Das bringt die Veränderung in Gang, die aber die ganze Zeit schon im Unbewussten natürlich in gewisser Weise angelegt war. Nur wenn ich jetzt jemanden frage, was war die verändernde Sache, dann sagt der mir ja nicht, ja, ich habe mal vor 25 Jahren das erlebt und das wurde dann getriggert, sondern er erzählt mir diese reduzierte Version. Und das ist ja dann meine Aufgabe als Psychologe, ohne jetzt meine eigenen Theorien reinzubringen, so, das war es bestimmt nicht, das war das andere, das herauszufinden, was es dann wirklich war. Und letztendlich ist dieser Auslöser, dieser Trigger, ich nenne das Katalysator. Ein Katalysator ist nichts, was eine Reaktion hervorbringt. Das heißt, vielleicht gibt es ja diese Elefantenzahnpasta-Videos auf YouTube, wo irgendwie was dann überschäumt und überquillt. Es ist ja nicht der Katalysator, der die Reaktion macht, sondern, chemisch gesehen, ich bin kein Chemiker, ja, aber der Katalysator reduziert die Energie, die es braucht, damit die schon vorhandenen Stoffe reagieren können. Anders gesagt, der Trigger ist eben nur ein Auslöser, dass das, was schon da ist, zu einer Reaktion gebracht wird. Und deswegen ist der Trigger oder der Katalysator, und das habe ich nämlich auch festgestellt, weil du hast gefragt, was hast du dort beobachtet? Naja, es ist höchst individuell. Jeder hat es schon. Was ich noch beobachtet habe, ist, es gibt eine archetypische Struktur. Hätte ja sein können, dass es einfach bei jedem ganz anders ist. Aber nein, es gibt eine Struktur, die bei allen gleich ist. So ein bisschen wie, hab's ja vorher, als wir geredet haben, schon erzählt, so dieses, es gibt einen Morgen, es gibt einen Mittag und es gibt einen Abend.
Wie der inhaltlich aussieht, ist sehr unterschiedlich. Aber einen Morgen gibt es, einen Mittag gibt es auch, einen Abend gibt es auch. Auch wenn er bei 1000 Menschen unterschiedlich aussieht. Okay. Heißt, es gibt archetypische Strukturen. Das sind dann diese 7 Faktoren. Und die laufen in einer gewissen Reihenfolge ab. Das ist mir, also das war nicht meine Theorie, sondern das habe ich gesehen, dass es halt tatsächlich so war. Und es fängt an mit dem Katalysator. Und zwar nicht die Elemente, die schon da liegen, sondern die Identitätstransformation kommt dann durch diesen Mensch, durch dieses Gespräch, durch diese Operation. Damit wird wie die Kettenreaktion gestartet. Und deswegen braucht es diesen Katalysator, weil selbst wenn die Elemente vorher schon angelegt waren, warum reagiert noch nichts? Warum ist noch nichts passiert? Naja, weil es eben diesen Katalysator gebraucht hat, der dann das vorhandene Potenzial in Auslösung gebracht hat. Und für manche ist dieser Podcast vielleicht ein Katalysator. Schön wär's, ja, dafür machst du es ja. Nicht, weil der Podcast die Erleuchtung bringt, sondern weil das, was die Menschen schon über Jahrzehnte in sich tragen, die schlummernden Potenziale, dann vielleicht freigesetzt werden durch den einen Gedanke. Nicht, dass der eine Gedanke, den du oder ich heute erzähle, alles verändert, sondern es ist wie der letzte, es gibt ja diese Brücken, ne, die aus verschiedenen Steinen bestehen. Ne? Und wenn du einen Brückenbogen machst, dann brauchst du am Schluss einen Schlussstein. Ohne den Schlussstein bricht alles zusammen. Aber sobald der Schlussstein ist, trägt das Ding. Und so ist es vielleicht das letzte Puzzlestück, das dann die ganze Domino-Day, die ganze Domino-Reaktion, ne, die Kettenreaktion in Gang bringt. Ich habe mir gerade gedacht, diese Trigger sind ja unvorhersehbar und können auch gefährlich sein. Weil das wieder so eine Zündschnur ist, die du anmachst. Und dann passiert etwas. Und das ist einschneidend. Ne? Und meist zündet das etwas aus der Vergangenheit, das wir nicht verarbeitet haben, würde ich jetzt mal so sagen. Was wiederum den Gedanken in mir weckt, dass es ist schon wünschenswert, hinzuschauen. Weil wenn du nicht hinschaust, wirst du irgendwann hinschauen müssen. Durch den Trigger. Siehst du das auch so? Absolut. Carl Gustav Jung, der große Psychotherapeut, der sich viel auch mit dem Schatten und mit dem den unterdrückten Anteilen in uns beschäftigt hat, der sagt, ja, wenn du dich nicht mit deinem Schatten beschäftigst, dann wird der Schatten dein Schicksal. Deswegen sagt er, wo deine Angst ist, ist dein Weg. Also genau die Aspekte, wo du vielleicht nicht hinschauen willst, da solltest du hingehen. Mhm. Weil sonst kommen die Dämonen von da aus dem dunklen Wald. Wenn du aber mit der Taschenlampe hineingehst, dann siehst du vielleicht, oh, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich es mir dachte. Und um jetzt mal bei dieser Zündschnur, bei diesem Bild zu bleiben, bei dieser Metapher. Natürlich kannst du einfach durch dein Leben laufen und denken, yo, wenn ich einfach mit meiner Fackel durch mein Leben laufe, ach ja, das ist ein Ast, na gut, brennt halt der Baum an, ach, das ist eine Feuerstelle, ach schön, da wird's hell und oh, das ist eine Zündschnur, puff, ja, shit, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Oder es gibt sowas wie Kampfmittelräumdienst, ja, also diese Leute, die gezielte Sprengungen machen. Darf ich kurz einhaken? Das, was du beschreibst, ich fand das Bild schön. Da ist ein dunkler Wald. Du weißt, dass der da ist. Und du wohnst in der Siedlung neben dem Wald. Mhm. Und du weißt, eigentlich muss ich mal in den Wald hineingehen und ich muss mich da etwas heimischer fühlen, weil ansonsten werde ich damit so oder so irgendwann konfrontiert und dann komme ich da drinnen nicht zurecht. Mhm. So. Du hättest gerade die Situation beschrieben, dass ja schon jemand mit der Fackel reingeht. Mhm. Das ist ja schon ein Schritt so. Mhm. Ich glaube, was oft passiert ist, wir wissen, dass der dunkle Wald da ist, aber wir ignorieren das. Ja. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Mhm. Es gibt Punkte, da weiß ich, da muss ich hinschauen. Mhm. Ich weiß das schon seit Jahren, Benedikt. Mhm. Aber es fällt mir schwer. Mhm. Es fällt mir schwer. Und das ist zum Beispiel bei mir, würde ich sagen, eine Sache, die wird früher oder später zu mir kommen.
So. Mhm. Und ich bin zum Beispiel ab und zu mit der Fackel reingegangen, ja. Aber das hat noch nichts gebracht. Mhm. Vielleicht treffe ich demnächst auf eine Zündschnur. Mhm. Dann werde ich damit konfrontiert werden. Mhm. Was ich damit eigentlich sagen möchte ist, ich bin der Meinung, wir wissen eigentlich schon, wo wir hinschauen müssen. Mhm. Das allein reicht aber nicht. Mhm. Und das Schwierige ist nicht, das zu wissen, ne? Weil wenn ich dich frage, Benedikt, gibt es was, wo du gerade hinschauen musst? Dann wirst du jetzt sehr wahrscheinlich wissen, ja, da gibt es eine Sache und ich weiß ungefähr, in welche Richtung die geht. Mhm. Aber das umzusetzen, das ist das Schwierige. Und ein Shaolin-Meister hat mal gesagt, wenn du das schaffst, dahin zu schauen, aber wirklich ehrlich hinzuschauen und da reinzugehen in diesen dunklen Wald, dich traust, dann wird es dein Leben auf das nächste Level bringen. Das ist das, was du beschreibst. Das ist wie die Identitätstransformation. Das ist eine Situation, ja, die du die ganze Zeit vermeidet hast. Wenn du dich jetzt mal traust, reinzugehen und das ehrlich dein Gesicht dem zuwendest, dann wird es dein Leben verändern. Und das weißt du auch. Das spürst du auch. Und das ist genau die Sache. Stell dir vor, im Wald, du weißt, da lebt ein Ungeheuer, wenn du willst, ein Monster. Und je länger du nicht hinschaust, desto mehr ernährt es sich, desto mehr wird es stärker und wächst im Dunkeln. Jetzt machen die meisten Leute ein Dorffest und haben Spaß im Dorf. Gehen in die Kneipe und reden mit den anderen Dorfbewohnern. Holen sich eine Partnerschaft und regen sich über den Partner auf oder wie auch immer, obwohl sie eigentlich wissen, meine Aufgabe ist da gerade, in den Wald zu gehen. Und es war immer schon so. Der Mönch lebt am Rande des Dorfes, nicht in der Mitte. Der Schamane lebt am Rande des Dorfes und nicht in der Mitte. Und es bedeutet, dass natürlich wir alle Menschen als Lernende, als Menschen, die auf dem Weg sind, als Schülerinnen und Schüler, natürlich haben wir die Tendenz, uns das mal eher nicht anzuschauen. Und wir suchen nach Pflastern, nach schnellen Lösungen, dass sich dieses leichte Unwohlsein von, oh, da ist ja blöd irgendwas im Wald, dass sich das nicht mehr so blöd anfühlt. Und dann kaufen wir uns irgendwas Tolles, gehen in eine Partnerschaft oder trennen uns, ja, weil die Person ja das Schlimme ist. Oder bekommen ein Kind oder verlassen die Familie, weil wir ein Kind bekommen haben. Alles Lösungen im Außen. Nur um nicht das Unangenehme zu spüren, von dem wir eigentlich wissen, it's not a bug, it's a feature. Das gehört zum Leben dazu. Wir sind nicht perfekt gemacht und es soll auch gar nicht so sein. Es gehört dazu. Und dann kommen Leute zum Mönch, zum Schamanen und wollen sich unterstützen lassen. So sehe ich meine Aufgabe als Psychologe, als Trainer, als Mentor. Und das Problem ist, selbst den Schritt, wenn du den gehst, und ich habe Jahre ja schon Videos mir angeschaut und Bücher gelesen und mich mit dem Thema beschäftigt. Aber es ist immer ganz nett, weil das Video kannst du sagen, ach ja, das sehe ich genauso und mach nichts damit. Oder das sehe ich genauso, in Klammern habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Oder nee, das ist jetzt mal die Perspektive gefällt. Das ist alles in deinem System. Okay. Und selbst ein Buch, das du liest, Podcast, den du hörst, ein Video, das du schaust, egal was du machst. Und ich mache ja auch Videos, ja, ich mache ja auch, genau das, I love it, so. Aber da bist du immer noch kochst du deine eigene Suppe. Und du kannst es als Möglichkeit nutzen, dein Leben zu verändern. Aber die Frage ist, wie oft tust du es? So. Und das ist dann halt genau der Punkt. Und selbst wenn du dann
zum Mönch, zum Schaman, zum Psychologen, wie auch immer du gehst, selbst dann wollen viele Leute nicht das Monster im Wald sehen, sondern sie wollen nur noch potentere und stärkere Möglichkeiten haben, sich wieder gut zu fühlen. Und das klingt jetzt so krass. Also es ist ja nicht immer so, dass ich jetzt sage, so, und jeder, der jetzt zu mir kommt, den muss ich in den Wald zerren, weil da ist das Schlimmste und du musst dich mit deinen Traumen immer beschäftigen und guck in die Kindheit und was auch immer. Ja, und wer schlimm, dein Opa. So. Nein. So. Es kann ja auch aus einem anderen Impuls entstehen. Das ist das. Und dann mache ich kurz einen Seitenast auf. Nicht, als hätte ich es nicht schon die ganze Zeit immer wieder Verästelung gesucht. Ja? Also unterbreche mich, wenn ich irgendwie too off the rails irgendwie komme. Aber das ist dann der Punkt, wo, das meinte ich vorhin mit dem Kampfmittelräumdienst, ja, mit der gezielten Sprengung, es ist einfach ein Unterschied, ob du zufällig eine Zündschnur berührst und boom, das Ding fliegt hoch und die 10 Familienhäuser drum auch. Ja, und viele sterben. Und so kann es sein, wenn das Monster aus dem Wald rauskommt, wenn du es lang genug nicht angeschaut hast. So. Und dann sitzt du da und so, ja, ich wollte meine Frau ja gar nicht schlagen. So. So. Ja, ich wollte mich ja gar nicht trennen. Ich wollte ja gar nicht, dass meine Kinder ein schlechtes Bild von ihrem Vater haben. Und jetzt selbst wieder Vater werden. Ja, gerade eine Klientin gehabt, die war bei meiner Frau, ja, im Coaching und wollte Kommunikationstipps haben, wie sie ihren Kindern beibringen kann, sich mehr emotional zu öffnen. Also, dass die Kinder sich mehr emotional öffnen. Ja, öffnet euch mal mehr emotional. Und meine Frau so im Sinne von, aha, also ist jetzt in unseren Worten, du willst also auf dem Dorfplatz bleiben und sagen, dass die anderen sich verändern sollen. Du hast dich von deinem Partner getrennt. Wie viel Liebe, Ehre für den Vater deiner Kinder. Okay, ihr seid keine Partner, ihr seid nicht mehr Mann und Frau oder Ehemann und Ehefrau, seid ihr nicht mehr, okay? Aber ihr seid immer noch die Eltern der Kinder. Und dann war es halt dieser große, große Schritt, naja, den Vater zu achten und zu ehren als der Vater der Kinder. Ja, aber der ist ja ganz blöd und macht ja das nicht und macht ja das nicht. Okay, geschenkt, aber trotzdem. Wüsstest du, dass es eigentlich zu tun wäre? Ja. Und es war dann eben kein Kommunikationstipp, sondern es war wirklich eine innere Arbeit. Okay, es gibt also die eine Möglichkeit, ungeplante Explosion und die Familienhäuser fliegen hoch. Die andere Möglichkeit ist, wir evakuieren, Fachfrauen und Fachmänner mit Schutzanzügen und Ahnung vom Entschärfen von Bomben gehen hin, können es vielleicht entschärfen und selbst wenn nicht, dann schicken sie einen Roboter hin, der mit einem gezielten Sprengsatz, wie auch immer, die Bombe explodieren lässt. Aber alle Häuser wurden evakuiert. Es sind Fachleute, die das gemacht haben und so weiter. So. Und das ist halt aus meiner Sicht der Sinn von gutem Coaching, guter psychologischer Beratung, guter Identitätstransformation. Weil ich weiß, okay, entweder geht's hoch oder ich gebe dir halt, ich mach dich zum Kampfmittelräumdienst in deinem eigenen Leben und vor allem ich begleite dich auch. Ja, und jetzt wieder zurück auf den Hauptast zu kommen, wenn du halt mit dem Schamanen, der auch schon viel im Wald war und auch verschiedene Ecken des Waldes schon kennt und mit vielen Leuten sie auch begleitet hat, in den Wald zu gehen, dann kann halt wirklich was Transformatives passieren. Und am Ende des Tages, der Schamane geht mit dir in den Wald. Aber du gehst eigentlich auch alleine in den Wald. So. Ich bin immer an der Seite von meinen Klientinnen und Klienten. Und ich mache es ihnen nicht leichter. Ich sage, hey, sorry, du weißt, was zu tun ist. Wir müssen da jetzt reingehen in den Wald. Oder auch nicht, du musst es nicht. Aber wenn du es willst, ich bin da. Und dann begleite ich die Leute in einem geschützten Rahmen. Deswegen haben wir auch diese 9-tägigen Seminare. Weil wir sagen so, das geht nicht an einem Wochenende. Das geht für mich auch nicht. Und ich mache auch Einzelsitzungen. Aber dieses Jahr, wir treffen uns dann jede Woche einmal oder einmal im Monat, das hat andere große Vorteile und kann sehr sinnvoll sein. Aber für dieses, okay, ich entziehe mich dem Alltag, ich gehe raus vom Marktplatz, sondern hinein in den Wald, fremder Ort, fremde Leute und da ist es aber ein Safe Space, wo ich 9 Tage mich mal voll mit mir und meiner Persönlichkeit und mit dem beschäftigen kann und darf, was vielleicht noch nicht
gelöst ist. Ja? Und sich dann in 9 Tagen mit begleiteter Unterstützung damit zu beschäftigen, da ist halt anderes möglich. So. Und dann gehe ich mit den Leuten in den Wald hinein, wenn du so willst. Und das macht aber auch viel Freude. Also es ist jetzt nicht nur dieses dunkle Bild. Also es ist auch einfach toll zu sehen, welche Sprünge die Menschen machen. Ja? Ich gebe dir gleich noch ein vielleicht etwas heitereres Beispiel. Wir können auch gerne bei den schweren Themen bleiben. Ich möchte es nur zeigen, weil ich kein Psychologe bin, der denkt, boah, es muss immer hart und schwer und Trauma und so sein, sondern ich glaube, ja, das ist ein Teil der Wahrheit und der andere Teil der Wahrheit ist die positive Psychologie. Ja, also was bringt Menschen zum Aufblühen? Das ist ja auch was Schönes. Ja, das alte Ich stirbt, okay. Aber das neue Ich wird geboren. Wie toll ist das? Ich meine, ich bin Vater geworden. Wir haben jetzt eine halbe Stunde über die Probleme und die Herausforderungen, die ich hatte, gesprochen und wie schwer es war. Aber wenn ich heute mit meiner Frau heute Morgen telefoniere und ich für den Podcast halt hier bin und im Hintergrund, ja, den Kleinen höre, der Dada sagt, so, weißt du, das ist einfach, gerne bin ich in den Wald gegangen, weißt du so? Und dann sehe ich, okay, da sind vielleicht gewisse Monster, aber da ist auch der große Schatz, weißt du so? Und das ist es halt, weißt du? Was berührt dich gerade so sehr? Also zum einen der Gedanke und das Gefühl hin zu meinem Sohn, zu meiner Frau, zu meiner Familie, dass genau dieser Satz ist von, und dann weißt du, wofür es sich gelohnt hat. Weißt du? Die ganze Anstrengung, die ganzen Aufgaben, der ganze Druck, von dem du redest. Ja, wir können problemorientiert hingucken und sagen, oh, es war so schwer für mich und der Druck und dann dies und dann mit der Partnerschaft und weniger Aufmerksamkeit und so weiter. Und es ist so. That's part of reality. So. Und wenn du damit kämpfst, oh, ich will es immer nur leicht haben, nein, dann kriegst du auch nicht den Schatz. Aber wenn du bereit bist, in den Wald zu gehen und den Dämonen zu bekämpfen und dann vielleicht sich sogar zu verbinden mit ihm und die Kraft von ihm auch zu haben, ja. Der neueste Avatar-Teil, ja, Nummer 3, wo der Vater dann, also ohne jetzt Großes zu spoilern, ja, aber nicht mehr mit seiner Bestie, diesem Drachen irgendwie gereitet ist und wie auch immer. Und erst wenn er mit dieser Bestie, die ihn auch zur Bestie macht, reitet, erst dann hat er Kraft. Davor hat er viel gesagt, aber dadurch hat er auch die Kraft bekommen. Die Integration des Schattens ist anstrengend, ist herausfordernd, aber es gibt dir auch das Schönste, was du hast. Und die Kraft, die du sonst nie hättest. So. Und deswegen berührt es mich so persönlich und aber auch, weil es mir klar macht, dafür tue ich es. So. Und ich fordere meine Klientinnen und Klienten, weil ich als Schamane muss nicht deren. Ich gehe mit in den Wald, aber für mich ist es ein netter Platz. Mein Wald ist für mich ein dunkler Platz. Aber der Platz von dem anderen, ich bin hier Schamane. Und dann gehe ich mit. Und sage, oh nee, jetzt gerade gestern, ja, ein Coaching gehabt. Und ich so, ja, mach das 3-mal am Tag. Und er so, ja, ich fange mal an mit 1-mal am Tag. Und ich so, ja, okay, mach es 3-mal am Tag. Weißt du? Er so, ich will ja nur ein Pflaster. Und ich so, nein, mach's halt. So. Und nicht für mich und nicht, dass er es machen muss. Er kann machen, was er will am Ende des Tages. Aber so, und das ist für mich so schön. Und das ist jetzt das Beispiel. Das ist, also für mich ist es eben, mein Sohn zu hören. Ja? Und ein anderes Beispiel, direkt heute Morgen, ja, war mit meinem Mitarbeiter Daniel, ne, wir waren bei ihm und seiner Family und saßen heute Morgen am Küchentisch und haben ein bisschen gearbeitet und so. Und dann meldet sich ein Klient bei mir, der war letztes Jahr bei unserem ETM Practitioner, also dem 9-Tages-Seminar. Und der hat jetzt Folgendes, er hat gestern Morgen mir eine WhatsApp geschrieben, ne? Wir sind immer connected und dann schreibt er mir gestern Morgen eine WhatsApp privat und sagt, Benedikt, heute habe ich was Großes vor. Ich melde mich heute Abend bei dir. Ich so, cool, bin gespannt. Er am Abend dann, 8-Minuten-Memo, höre ich mir heute Morgen an. Also die Sache ist die, ich bin beruflich ganz gut dabei und
soll jetzt bei einem neuen Projekt teilnehmen. Das eigentlich gar nicht so mein Hauptbereich ist, aber mein Chef will mich unbedingt, dass ich bei diesem Projekt bin. Und ich finde das irgendwie cool, aber es ist auch ein toughes Projekt und es passt nur für mich, wenn es eine Win-Win-Lösung ist. Das ist das, was wir vorhin hatten. Heißt, ich habe gewisse Punkte, die ich haben will. A, B, C, D. Und ein Aspekt war da auch was Finanzielles. Ne? Und er hat gesagt, ich habe mich stark und ich muss mich jetzt durchsetzen, sondern ich war in diesem Win-Win-Frame. Ich habe gesagt, hey, und wenn nicht, ist auch alles super geil. Dann freue ich mich jetzt, das zu tun, was ich tue. Das mache ich mit großer Leidenschaft. Und wenn ich noch mehr machen soll, so wenn es cool für euch sein soll, dann brauche ich das, dass es cool für mich ist. Und wenn das euch zu viel ist, dann auch cool. Es soll ja auch für euch cool sein. Also ich will, dass es Win-Win ist. Und so ist er mit einer absoluten Kraft reingegangen. Das geben wir auch immer im Verhandlungstrainings und so weiter mit. Und er sagt, das habe ich auch von euch, ja, mit dieser Kraft und dieser Freude und Selbstsicherheit reinzugehen. Also nicht arrogant und setz dich durch und dominant, sondern mit dieser Selbstsicherheit und Freude reinzugehen. Cool, macht er. Und er bekommt viel mehr, als der Chef eigentlich normalerweise im Budget hat. Das ist noch etwas weniger, was er eigentlich haben wollte. Und er sagt, hey, eigentlich ist es nicht das, was ich haben wollte, aber es ist okay für mich. Ja, wenn ich viel gebe, kriege ich auch viel zurück. Weiß ich. Und dann sagt der Chef, yes, und du bist es auch wert. Und diese letzten 10%, ja, die jetzt noch fehlen, in einem Jahr, lass uns noch mal drüber sprechen. Ich bin offen, darüber zu sprechen. Also, cool. Macht er. Projekt startet ab April. Meldet er sich heute bei mir. Benedikt. Und ich weiß, das habe ich nur dadurch, dass ich mich so in der Tiefe mit mir selbst beschäftigt habe und das liegt auch zu einem großen Teil, das, was ich von Lara, von Thomas, von Daniel, ne, von Jonathan, von Gatlin, von dir, also unserem ganzen Team und so weiter, mitbekommen habe. Und ich zehre da jeden Tag dran. Ich liebe das, ich nutze das jeden Tag. Ja? So. Und ich finde es so geil, ich möchte was zurückgeben. Und deswegen werde ich von dem, was ich da jetzt mehr bekomme, werde ich euch im April werde ich euch 500 Euro einfach schenken, geben und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ja, vielleicht bekommt dann jemand anderes das Seminar irgendwie günstiger, der sich vielleicht nicht leisten kann. Ich finde das so geil, ja, diese Gebermentalität, ich finde das super und ich mache aus den 500 Euro 1000 Euro und dann freut sich jemand anderes noch mehr. Cool. Und warum erzähle ich das? Weil das ist für mich so ein Beispiel, er ist diese Herausforderung eingegangen. Früher hätte er unsicher gesagt, oh nee, kann ich nicht machen. Oder er wäre eingeknickt und hätte gesagt, ja, okay, Chef, mache ich. Aber dadurch, dass er in seiner Kraft ist, dass er sein Licht nicht unter den Scheffel stellt, sondern auf den Scheffel stellt und leuchten lässt, ist er in seiner Kraft. Und plötzlich ist er in der Gebermentalität. Und gibt was er nie müsste. Und 500 Euro ist viel Geld. Und dann gibt er das uns einfach so. Und das bringt mich in eine Gebermentalität. Weil vorher habe ich ja nicht gesagt, so, wer will, kriegt 500 Euro günstiger, sondern dadurch, dass er das Licht leuchten hat, leuchtet meins auch mehr. Und jetzt erzähle ich die Geschichte und vielleicht sagt irgendjemand, wow, cool. Ich habe so einen guten Freund, was weiß ich, den lade ich mal wieder ein, obwohl ich vielleicht, es gibt diesen schönen Satz. Wenn du von 100 Euro nicht 1 Euro spendest, dann glaub nicht, dass du von 1 Million, wenn du die dann hast, 10.000 spendest. So, fang jetzt schon an. So. Und das sind alles Beispiele für mich, worum geht es am Ende des Tages? Und Spenden ist ja nur auch eine Metapher. So, und es geht aus meiner Sicht darum, dass wir es lieben, auf dem Marktplatz zu leben, an unserem Schustereihobel, im Wald, mit den Tieren des Waldes, um es jetzt mal so metaphorisch zu beschreiben, dass wir unser Gebiet erweitern, dass wir unser Potenzial leben, dass wir gesünder werden, kraftvoller werden und das dann auch mit anderen Menschen teilen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wir bilden auch Coaches und Trainer aus, der ist gar nicht in dem Bereich, der ist im Softwarebereich, ja, und er macht trotzdem die Coach- und Trainerausbildung, weil er sagt, ich will das irgendwie weitergeben und das ist halt das. Egal, ob du Mutter bist, ob du Unternehmerin bist, ob du im Softwarebereich tätig bist, Therapeut, Coach, Trainer oder einfach Mitmensch bist. Wenn du dein Licht leuchten lässt und andere ermächtigst, dann führt es dazu, dass vielleicht jemand so wie ich berührt bin,
aber durch die Veränderung, die du in seinem Leben erweckt hast. Ich stimme dir zu 100% zu, dass Energie weitergeben wird und dass du die auch spürst. Ich merke das hier ganz stark im Podcast, ne? Also je nachdem, wer mir gegenüber sitzt, ja. Du warst ja vielleicht auch schon in verschiedenen Podcasts, du spürst ja, die Energie ist immer anders. Voll. So. Und diese Energie ist aus meiner Sicht aber unberechenbar und man kann sie auch nicht labeln. Da möchte ich nochmal zurückkommen auf 2 Punkte, die du vorher genannt hast. Wir sind ja, und ich bin da auch von der Sicht ähnlich wie du, glaube ich, vielleicht auch von der Persönlichkeit, Menschen, die konfrontieren. Also ich kann das Beispiel nennen, ja. Ich hatte auf jeden Fall auch in der Kindheit eine traumatische Erfahrung. Und ich habe zum Beispiel von Facharzt für Psychiatrie Lutz Besser gehört, es gibt 3 Arten, damit umzugehen mit so einer Erfahrung. Ja? Unterwerfung, Anpassung, Widerstand. Ich bin immer in den Widerstand gegangen. Auch wenn ich schwächer war, wenn ich kleiner war als die andere Person. Auch wenn ich mich in dem Moment selber verletzt habe, fast schon damit. Aber das ist Teil meiner Persönlichkeit, dass ich immer in die Konfrontation gegangen bin. Das war damals schwieriger für mich. Heute hilft mir das in einigen Situationen. So. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht ähnlich bist. Das ist aber eine generelle Diskussion. Weil was du gerade beschreibst ist, wir gehen in den Wald, ja, du hast es selber so beschrieben, wir senden sogar Leute vielleicht rein, ja, der Schamane geht mit uns rein und wir konfrontieren. Ich glaube, das ist nicht die einzige Sicht. Ich mag dieses Bild. Es gibt ein anderes Bild, das auch zur Konfrontation passt. Du lebst in einem Haus und du lebst dort und lebst gut und du kannst die Freiheit genießen, aber in Richtung Norden steht eine Mauer. Und diese Mauer steht da. Du kommst nicht auf die andere Seite. Du wirst nur auf die Seite kommen, wenn du durch sie hindurchgehst, wenn du sie durchbrichst. Ansonsten wirst du immer wieder in deinem Bereich bleiben. Du wirst niemals die andere Seite sehen. Die Frage ist aber, muss man unbedingt die andere Seite sehen? Weil das ist eine Konfrontation. Wenn in dem Bereich, in dem du gerade bist, wenn es dir dort gut geht, wenn du auch mit anderen Leuten nicht damit schadest, musst du dann unbedingt konfrontieren? Wie gesagt, ich bin auf dieser Seite der Konfrontation. Aber ich wurde selber dafür sensibilisiert in diesem Podcast, dass Konfrontation nicht immer der einzige Weg ist. So, das ist ein Punkt. Und dann möchte ich noch einen zweiten Punkt hervorheben, weil du hast gesagt, du bist der Coach, du bist der Schamane. Für dich ist es ja, du gehst gerne in den Wald. Verstehe ich. Ich gehe mit den anderen gerne in ihren Wald. Ja, verstehe ich. In meinen Wald gehe ich auch nicht gerne. Das habe ich genauso gemeint und das verstehe ich. Und auch dafür wurde ich in letzter Zeit sensibilisiert, weil wir unterschätzen, wie viel sekundäre Traumatisierung es gibt. Das heißt, Menschen, ja, 1/3, meine ich, war das. Dr. Michael Bohne, Facharzt für Psychiatrie, hat mir das erzählt. Wenn ich die Zahl recht erinnere, 1/3 der Psychologen sind sekundär traumatisiert. Das heißt, sie werden traumatisiert von Menschen, die von ihren Traumatisierungen erzählen. Weil sie zu empathisch sind. Er hat das dann auch so beschrieben, dass wir Psychologen müssen empathisch sein, aber nicht zu empathisch. So. Yes. Was ich damit sagen möchte, um an den Punkt wieder anzuknüpfen, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Diese Energie ist bewundernswert. Diese Energie hat eine totale Schönheit. Die Energie, die transferiert. Aber wir können sie nicht labeln. Ich glaube, wir können nicht sagen, man muss konfrontieren. Muss man nicht. Und
wir leben ja mittlerweile in einer medialen Landschaft, wo so viele sich als Coach bezeichnen, so viele sich als Therapeuten bezeichnen und so weiter und so fort. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass man diese Energie, die man auch erlebt hat, vielleicht bei einer Traumatisierung, nicht unterschätzen darf. Stimme ich dir zu. Hier greife ich zurück auf ein Modell, das nicht von mir stammt, sondern da eben dieses Fundament von den Giganten ist. Das Modell von Stephen Karpman, das hat er dann seinem Mentor Eric Berne von der Transaktionsanalyse geschenkt, das Drama-Dreieck. Das quasi besagt, jedes Drama besteht aus Täter, Opfer und Retter. Alle drei beschleunigen das Drama. Der Retter, genauso wie das Opfer, genauso wie der Täter. Und die drei Begriffe, die du genannt hast, als, sage ich mal, Traumatisierungs-Coping-Strategien, sage ich mal, passen perfekt dazu. Aggression ist mehr der Täter. Der konfrontiert, der geht nach vorne, der geht rein, der wehrt sich. Das Opfer geht eher in die Anpassung. Muss ich halt tun, wie auch immer. Und das dritte, wie war nochmal der genaue Begriff? Irgendwie Unterwerfung. Okay, nee, dann ist Unterwerfung das Opfer. Ja, das sagt, okay, sorry, ich muss dem Opfer mich unterwerfen. Und Anpassung, das wäre der Retter, zumindest der eine Teil des Retters. Der Retter, der sagt, ich rette jetzt das Opfer. Ja? Also ich muss die Situation wieder passend machen. Ich muss alles wieder glatt bügeln. Ich kann das mal kurz so mit einem Beispiel verdeutlichen, ja. Zum Beispiel, nehmen wir an, man hat einen gewalttätigen Partner. So. Ja, der ist gewalttätig dir gegenüber. Der respektiert deine Grenzen nicht. Ja. Dann gibt es diese drei Möglichkeiten, damit umzugehen. So. Die eine Möglichkeit ist, ich unterwerfe mich dem. Das wäre das Opfer. Ja, ich mache alles, was du tust, weil du hast die Macht. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, ich passe mich dir an. Ich lerne dich zu lesen und ich trigger dich nicht. Ich lebe nicht mein eigenes Leben, weil ich dein Leben lebe, weil ich passe mich dir an. So. Ich lese dich und dann verhalte ich mich so, dass es dir gar nicht passt. erst dazu kommt zur Explosion. Richtig, ja, genau. Richtig. Und die Konfrontation ist, ich wehre mich gegen dich. Ich gehe gegen dich. So. Gegen das Unrecht, das mir geschieht. Das ist ein Beispiel dafür. Ja. Und also der Täter wäre viel in dieser Konfrontation. Also der geht dann dagegen. Was den anderen wieder zum Opfer macht, der muss sich vielleicht selbst retten und damit wieder zum Täter. Und dann kommt diese Gewaltspirale. Das Opfer unterwirft sich, sagt, so wie du willst. Und Anpassung ist, sage ich mal, die Opferseite des Retters. Die Täterseite des Retters ist ein Dreieck, so egal. Wäre dann quasi eher zu sagen, so, eben, das kann so nicht passieren. Also jeder Krieg wird aus der Retterecke gestartet. Niemand sagt, yo, ich will jetzt jemanden töten, sondern es ist so, ja, seit so und so viel Uhr wird zurückgeschossen. Natürlich, wir verteidigen nur. Ja? Auch Putin, der nur sagt, ja, nee, also das sind ja Rechtsradikale in der Ukraine, da müssen wir ja was gegen machen. Wir retten natürlich nur unser Volk, unsere ukrainische Bevölkerung. Ja? So. Und dann natürlich auch Zelensky, der sagt, nee, ich muss mein Volk retten, deswegen geht er auch wieder und so weiter. So. Und so geht halt Drama immer weiter. So. Und alles drei sind dramatische Strategien, deswegen traumatische. Ne, dramatisch in gewisser Weise. Ne? Passt zusammen. Und jetzt gibt es viele, die als in der helfenden Position, Psychologen, Coaches, Berater, Begleiter, gerade die da keine fundierte Ausbildung zu haben, sondern die sagen, ich habe das selbst erlebt und ich möchte einfach anderen helfen. Ne? Super, super coole Intention, aber die halt eben nicht das sich abzutrennen können. Deswegen habe ich gesagt, so, ich gehe nicht mit der anderen Person in den Wald. Also schon, ich stehe neben ihr, aber für mich sieht der Wald anders aus als für die Person. Die Person sagt, das kann ich nicht. Doch, mach. Weil ich bin nicht mit in dem Wald. Wenn ich mit in dem Wald wäre und mit dem Drama wäre und selbst Angst hätte, ja, dann bin ich auch nicht hilfreich. Das ist dann der Punkt der Empathie, ne? Genau, richtig. Und das ist die Überempathie und das ist der Retter. Und da ist ja auch eine Anmaßung drin. Also ich meine, das ist schlimm, sekundäre Traumatisierung, ja. Aber es ist auch eine Anmaßung drin. Es ist ein, ich rette dich und du armes Opfer, du hast ja stimmt so viel Schlimmes erlebt. Aber ich als toller Psychologe, Coach und Trainer
ach ja, ich begebe mich mal herab zu dir. So sagt es natürlich keiner, ne? Aber ich tue dir mal was Gutes. Hat natürlich nichts mit mir zu tun, sondern nur dir was Gutes. In Klammern, aber bitte sag danach auch Danke. Weißt du? Und das ist genau der Retter. Und der macht das Drama noch schlimmer. Warum? Weil er hält das Opfer klein. Sich selbst bringt er oft auch ins Drama, weil er entweder dann sekundär traumatisiert wird, weil er seine eigenen Ressourcen aufbraucht, weil er denkt, er müsste die Veränderung machen. Und damit hält er auch das Opfer klein. Okay, ich nehme es dir ab. Ist zu schwer für dich. Ja, dann nehme ich es dir ab, weil ich habe ja die Ahnung und so weiter. Dann nehme ich es dir ab. Und damit hält er das Opfer klein und nicht handlungsfähig. Und wenn das Opfer merkt, scheiße, es ist so, auch nicht mal der wird mich retten. Der geht sogar noch mit mir in den unangenehmen Wald, in den dunklen Wald rein, dann, wow, dann muss ich ja stärker werden. Und das ist dann diese Emanzipation des Menschen von seinen alten Themen und seinen alten Geschichten, die er sich erzählt. Und was er dann tut, kann sehr unterschiedlich sein. Und damit bin ich jetzt bei der Frage, muss ich konfrontieren? Der Wind und die Sonne haben sich eines Tages gestritten und sich gefragt, wer ist der Stärkere von uns? Und der Wind sagt, ich bin viel stärker. Ich blase so stark, ich kann Bäume auswurzeln, ich kann Sachen zerstören. Die Sonne sagt, nein, ich bin stärker. Ich leuchte mit unendlicher Energie die ganze Zeit und bin warm und so weiter. Und dann machen sie sich auf eine Wette auf und sagen, okay, beide wetten, wer kriegt es zuerst hin, dass ein Mensch seine Jacke, seinen Schutzpanzer auszieht? Und der Wind sagt, das ist ein leichtes. Und bläst und bläst. Und der Mann zieht seine Jacke zu und verbarrikadiert sich. Und es wird unglaublicher Wind, aber er behält seine Jacke an. Die Sonne kommt, leuchtet. Dem Mann wird wärmer und wärmer. Irgendwann zieht er einfach so von sich aus die Jacke aus. Braucht es Konfrontation? Muss Konfrontation passen? Muss es dran sein? Dazu habe ich eine definitive Antwort. Nein. Sobald etwas muss, ist es dramatisch. Ich muss dich konfrontieren. Nein, das ist dramatisch. Ich muss dich schon und ganz empathisch liebevolle Fragen stellen. Nein. Wind und Sonne sind beides mächtig. Das sind jetzt nur zwei Sachen, ja? So. Nur jemand, der vielleicht, und jetzt komme ich zur Frage, ja okay, wann denn aber Sonne und wann Wind? Wann Konfrontation und wann nicht? Ich glaube, du musst immer in den Wald reingehen. Nur manchmal ist es in den Wald reingehen, der ist ziemlich dunkel, ich bin an deiner Seite, aber geh rein. Tu's. Und bei anderen ist es vielleicht, ja, und das Beispiel, das ich dir genannt habe, von dem, der gesagt hat, wo ich gesagt habe, hey, mach's 3-mal am Tag. Und er so, ich mach's 1-mal am Tag. Ich so, nein, mach's 3-mal am Tag. Nicht, weil er es muss. Weder für mich noch für sich. Er kann machen, was er will. Er ist ein freier Mensch. Nur, sein Muster ist Unterwerfung, Anpassung im Sinne von, ja, nee, ich konfrontiere auch mal niemanden. Und das war eine Sache, wo er selbst auch in seine Macherenergie gehen muss und sagen muss, okay, ich mache das. Ich bin da ehrlich zu mir und committed auch zu mir. So. Und das ist halt jetzt die Sache. Wenn du zu mir sagst, Konfrontation war mein Muster, und das war vielleicht mal dramatisch oder traumatisch, aber es hat mir so viel im Leben gebracht. Totally. Du wärst heute kein Unternehmer, hättest nicht deinen eigenen und erfolgreichen Podcast, hättest nicht davor schon bei namhaften Marken gearbeitet, wenn du nicht dieses kämpferische, dieses pushende, dieses konfrontierende Element hättest. Sonst würdest du mir auch nicht solche Fragen stellen. Ich sage, ach, und wie geht's dir so? Ach ja, wie schön. Und wie ist das Seminar? Und wie geht's dir? Und was ist das Schönste in deinem Leben? Sondern du fragst rein. Du sagst, was war deine größte Identitätskonstruktion? Moment mal, also ich habe aufgrund der Podcast-Folgen was anderes. Ich glaube, man muss nicht immer nur konfrontieren. Wie siehst du das? Du konfrontierst mich und das ist super. Weil es das braucht. Ja, nicht diese Schonung. So, nur, und das gebe ich jedem Coach mit, den ich ausbilde, das, was einst eine Lösung war, wird dann zum Problem. Und das ist immer so. Heißt, es gibt keine perfekte Lösung, die immer greift. Die Frage ist nur, Law of Requisite Variety, Ashbys Gesetz der erforderlichen Vielfalt, Komplementärgesetz der Anthropologie, wie viele Optionen hast du? Und deswegen, jemand, der immer in Anpassung und Unterwerfung geht, dem würde wahrscheinlich Konfrontation gut tun.
Und auch die eigene Konfrontation, andere Menschen zu konfrontieren. Also ein Opfer, dem wird es gut tun, mal in der Gestalttherapie wird gesagt, den Täter auszuagieren. Also auch mal in diese kraftvolle, starke Position zu gehen. Weil das, wo er denkt, na, das kann ich aber doch nicht tun, da verletze ich ja andere Menschen. Das ist wahrscheinlich ein Mensch, der, wenn er es mal machen würde, 10% von dem machen würde, was ein Täter machen würde. Und aus Angst, zu weit zu gehen, geht dieser Mensch nicht weit genug. Auf der anderen Seite, jemand, der immer konfrontiert, dem würde vielleicht Hingabe, die Sonne, die einfach nur liebevoll leuchtet, gut tun. Also am Ende des Tages hat es für mich zu tun mit das alte System, Konfrontation oder liebevolle Empathie oder immer für die anderen da sein oder immer schreien und laut werden, sich immer trennen. Das Muster, die nimmst du einfach mit. Und irgendwann merkst du, auf diesem Gang fährt das Auto nicht mehr. Jetzt wackelt's, jetzt ruckelt's. Jetzt braucht es eine neue Stufe der Komplexität. Es muss erst die Komplexität erhöht werden, um dann sie auch wieder zu reduzieren. Also es braucht beide Phasen. Aber wer immer nur seine Komplexität erhöht, der sollte auch mal sie reduzieren können. Und die Leute, für den ist es eine Komplexitätserhöhung, die Komplexität zu reduzieren. Das klingt jetzt abgefahren, aber simpel gesagt, ich habe bei mir eine Klientin, die ist eine absolute Macherin, ne? Powerfrau, energetisch, geht voran. Ja? Immer. So. Cool. Und wenn ich ihr sage, meditiere mal jeden Tag oder so und entspann dich, lieg 15 Minuten jeden Tag einfach auf der Couch und tue nichts. Auch nicht meditieren, auch nicht lesen, nichts. Auch nicht am Handy sein, nichts. Und dann sage ich so ein bisschen zu ihr, weil ich weiß natürlich, ne, das spricht sie an, das triggert sie so ein bisschen. Dann sage ich, ja, damit würdest du wirklich mal deine Komfortzone verlassen. Und sie so, wie, ich verlasse immer meine Komfortzone. Ich habe so viele Jahre, Jahrzehnte lang meine Komfortzone verlassen. Ich tue es jeden Tag. Und ich so, ja, richtig. Pushen liegt aber jetzt schon in deiner Komfortzone. Entspannen würde jetzt außerhalb deiner Komfortzone liegen. Ich stimme dir zu 100% zu. Und ich sehe mich selbst auch in dem, was du sagst. Also ich betrachte das so ein bisschen wie so eine Werkzeugkiste. Und kann jetzt sagen, man hat diese 3 verschiedenen Werkzeuge. Es gibt noch viel mehr wahrscheinlich. Und wenn man vielleicht früher darauf angewiesen war, immer ein Werkzeug zu verwenden, aufgrund einer Situation, dann ist man sehr geskillt mit dem Werkzeug. Und dann, wenn man das bildlich vielleicht nimmt, man hat immer den Hammer verwendet. Ja. Und irgendwann fängt man an, den Hammer in jeder Situation anzuwenden. Ja, aber es ist eigentlich gar nicht das richtige Werkzeug. Du brauchst eigentlich einen Schraubenzieher. Ja, als Satz dazu, der große Psychologe Abraham Maslow hat gesagt, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, der sieht jedes Problem als Nagel an. Richtig. Das ist das Ding, was du gerade gesagt hast. Genau. Und dann denkt er, Fensterwischen, cool, Hammer. Richtig. Ja, und genau, ich glaube, wenn ein Werkzeug zu stark ausgeprägt ist, dann kann diese Stärke auch irgendwo zu einer Schwäche werden, weil du wendest sie in Situationen an, wo du eigentlich was anderes brauchst. Aber das ist so ein bisschen auch dieses Bild, das kommt auch aus dem Traumabereich. Wenn du immer gelernt hast zu kämpfen, in Situationen zu kämpfen und du bist immer in diesem Kampfmodus, dann bilden sich ja auch im Gehirn gewisse Areale stärker aus, die für diesen Kampfmodus gemacht sind. Das wissen wir ja aus der Neurowissenschaft. Und das heißt, du nimmst dieses modifizierte Gehirn auch mit in Alltagssituationen. Du nimmst es mit in Situationen, wo du das eigentlich nicht so brauchst, ja. Aber die Gehirnareale haben sich bereits verändert. Die sind bereits aktiver als andere. Und dann hast du diesen Kampfmodus ständig bei dir. Dabei brauchst du eigentlich du brauchst den Kampfmodus nicht in einem Podcast-Gespräch. Ja, voll. Beispielsweise, ja. Voll. So, und das heißt, ja, das ist finde ich, sind sehr schöne Symbole, die du da gezeichnet hast. Also das.
Und da sind wir wieder dabei, ne? Es gibt nicht die eine richtige Lösung. Es gibt nicht die eine richtige Verhaltensweise, sondern, und das finde ich, führt uns wieder schön an den Anfang des Gesprächs, die Flexibilität macht uns mächtig. Das hast du ja am Anfang gesagt. Und das ist ja eigentlich genau das. Richtig. Das verhaltensflexibelste Element ist immer das mächtigste, auch in einem System. Und um noch eins hinzuzufügen, um noch eine Metaebene zu etablieren, es gibt auch Leute, die beschäftigen sich die ganze Zeit mit Trauma und Traumatherapie. Okay, und vielleicht wäre es, sich weniger mit Trauma zu beschäftigen, auch das Richtige. Weißt du, also es gibt dann, das wäre halt und die Psychologie hat es ja selbst getan, ja, die ganze Zeit sich auf die Psychotherapie des Neurotischen, ne, sich zu fokussieren. Und dann auch die positive Psychologie, ja, Flourishing, Martin Seligmann, was bringt die Menschen zum Aufblühen, unabhängig von den Problemen. Und es sind in gewisser Weise auch wie zwei Dinge. Du kannst die ganze Zeit an deinen Problemen arbeiten, das heißt aber noch nicht, dass du ein glückliches Leben haben wirst. Du kannst die ganze Zeit daran arbeiten, ein glückliches Leben zu haben, das heißt noch nicht, dass deine Probleme gelöst sind. Also tatsächlich, wenn du psychologische Studien, die gut gemacht sind, die anschaust, dann ist es nicht, wie gut fühlst du dich, 0 bis 10, sondern wie viele negative Emotionen hast du, 0 bis 10, und wie viele positive Emotionen hast du, 0 bis 10. Heißt, positive und negative Emotionen werden unterschiedlich getrackt. Heißt, ist auch tatsächlich neuronal so, und du kannst viele negative und viele positive haben. Oder wenige positive und negative. Du kannst viele negative und wenige positive oder viel positive und wenige negative haben. Aber es sind zwei unterschiedliche Bereiche und beide sind wichtig. Und wo du von den Werkzeugen sprichst, das ist auch der Grund, weswegen wir bei unseren Seminaren 9 Tage machen. Nicht, weil ja, man braucht halt die Zeit, sondern weil wir an 9 Tagen 9 Tools mitgeben. Und manche, da sind die Leute dann, oh, das kann ich, boah, mega cool, super. Und dann sind halt andere, die 8 anderen oder die 7, 6 anderen, wo ich sage, wow, krass. Ja, und deswegen habe ich in der Art und Weise, wie ich arbeite, Aspekte von Psychologie, modernen Ansätzen der Körperarbeit, aber auch psychologischen Aspekten reingebracht, weil ich sage, hey, hab diese ganze Toolbox und das ist mir aber wichtig, als Psychologe bin ich dabei, fundiert Menschen zu begleiten. Ich bin die ganze Zeit an deiner Seite. Allerdings, wenn man dann nur diesen therapeutischen Aspekt hat, ich sage immer, dieses Seminar ist ein Lernrahmen. Das ist nicht so, nach meinem ersten Tag schmeiße ich dich da ins Ding, sondern du probierst 9 Tools aus. Das ist jetzt simpel, weil es natürlich sehr tiefgehende Tools sind, aber du probierst einfach Tools aus. Und das Spannende ist, und da bin ich jetzt wieder beim Thema Konfrontation, natürlich ist es eine Form von Konfrontation, weil du an 9 Tagen 9 Themen von dir anschaust und auch 9 Tage andere Menschen begleitest. Einfach dieses Tool auszuprobieren. Das ist so wie wir Kinder gelernt haben, mit Spielen und nicht, oh, und was ist, wenn da jemand was falsch macht und so weiter. Sondern einfach, wir probieren Dinge in gewisser Weise aus. So. Natürlich in einem sicheren Rahmen und mit Unterstützung und Begleitung, alles klar. Und dann erkennen die Leute manchmal, und das wäre halt mein Ansatz, nicht nur, oh Gott, was ist schlimm und was ist problematisch und jetzt musst du damit konfrontiert werden oder du musst das ganz liebevoll und empathisch dir anschauen, ne, wo wir schon die Probleme von auch identifiziert haben, sondern probier doch mal das Tool aus. Ja? Mein Sohn, ja, der nimmt ein paar Duplo-Dinger und dann nutzt er das einfach mal als Hammer und guckt, was kann ich damit machen. Ach, hier macht das Kling-Kling, hier macht das Dong-Dong, hier macht es gar nichts, hier sagt Papa oder Mama, nein, macht das nicht, wenn er das macht und so weiter. So. Und so ist es halt auch aus meiner Sicht. Deswegen sage ich auch nicht, dass ich kranke Patienten therapiere als Psychotherapeut, sondern dass ich Menschen Werkzeuge mitgebe als Psychologe, aber einfach an ihrer Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung und an ihrer persönlichen Kraft und auch an ihrem persönlichen Wachstum natürlich zu arbeiten. Und dann ist es oft so, dass du, wenn du sagst, wow, ich bin in einem sicheren Rahmen, ja, hier sind einige Leute, die genau das Gleiche wollen wie ich habe gute Unterstützung, aber ich kann auch selbst mal ausprobieren, dass du dann merkst, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, das ist jetzt vielleicht kein 10-Thema, sondern ein 3-Thema und ach, wenn ich da aber was löse, bringt es auch ganz generell was in Wirkung. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die vielleicht sich ein Thema anschauen mit, oh, ich habe einen Konflikt mit meinem Partner.
den lösen und damit aber eine tiefere psychologische Dynamik gelöst wird von, ich kann mich anderen jetzt auch zumuten und muss mich nicht immer zurückhalten. Oder ich muss nicht immer konfrontieren, sondern kann auch mich dem Ganzen hingeben. Was sind das für Werkzeuge, die du den Menschen an die Hand gibst? Es sind die effektivsten Werkzeuge, die ich, wie gesagt, durch mein Psychologiestudium oder durch meine eigenen Konzeptionen oder in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten über die letzten Jahre eben gefunden oder kombiniert oder selbst gebaut habe. Und das sind unterschiedlichste Dinge. Also es gibt, wie gesagt, Körperarbeitsmethoden, ne, was eher so in das Thema EMDR geht, ne, oder diese ganzen EFT, Emotional Freedom Techniques, so Tapping und so weiter gibt es ja, ne, so auch so einige Sachen, so Klopfen und so weiter und so fort. Ja, dann so Milton Erickson, Hypnotherapie, also quasi innere Prozesse, ja, durch innere Reisen auch zu begleiten. Dann machen wir viel auch mit Zeitlinienarbeit, ne, also Vergangenheit und Zukunft. Ja. Dann schauen wir uns familientherapeutische Aspekte an. Ja. Also da probierst du jetzt nicht irgendwie aus, ich mache da irgendwas mit meiner Oma in meiner inneren Aufstellung. Nee, so. Aber du kriegst ein Bild für deine Familie, das dir vielleicht andere Einsichten und Kraft gibt. Und das sind wie so, es ist halt wirklich schwer, das jetzt zu vermitteln. Ich brauche dafür 9 Tage, weil ich den ganzen Vormittag Input gebe und Geschichten erzähle und metaphorisch Dinge vorbereite und das Unbewusste der Teilnehmenden eben diesen sicheren Rahmen schaffe, ja, um die Dinge auf einer unbewussten Ebene schon vorzubereiten, ja, und einen sicheren Rahmen eben zu kreieren. Dann mache ich immer eine Demonstration mit einer Person, also jemand aus dem Publikum, der sagt, hey, ich würde da gerne an dem und dem Thema arbeiten. Mit denen mache ich diese Übung, dieses Tool vor. Und dann am Nachmittag üben die Teilnehmenden. Ja. Also jeder kann jeden Tag sich ein Thema von sich ansehen, kann auch andere Menschen dabei unterstützen. Nicht als Coach, nicht als Therapeut, nicht als Mentor, Berater, Trainer, Begleiter, sondern als Lernender. Dann sitzen 3 Leute in einer lernenden Gruppe zusammen. Die eine Person hat den Prozess und probiert den einfach aus und wird dadurch besser im Mitmenschsein. Die zweite Person geht mit ihrem oder seinem Thema rein und merkt, wow, cool, das bringt mir das gibt mir neue Erkenntnisse. Und die dritte Person, die betrachtet das Ganze von außen, ja, und gibt dann auch Feedback, ja, und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch Sachen in der Gruppe und noch mit allen und mit mir und so weiter und so fort. Aber es sind psychologische, wenn du willst, Formate, psychologische Prozesse, wenn du so willst, die Menschen durch archetypische Entfaltungsprozesse durchführen. Also, okay, so machen wir es natürlich nicht, aber im Sinne von, lass uns mal zusammen in den Wald gehen, was könnte der Wald sein und so weiter. Und jeder füllt aber seine Inhalte mit rein. Ne, so. Und wir machen Verschiedenstes. Also von, wie gesagt, Vergangenheit uns anschauen, Zukunft uns anschauen, jetziger Zustand, wie kann ich mich distanzieren von emotionalen Themen, die mich irgendwie gefühlt im Griff haben. Ja, Trigger, die irgendwie aufkommen. Ja. Und da haben wir halt verschiedenste Dinge, die sehr praktisch sind, die in Kurzversionen dann auch durchgeführt werden können. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich auch in der Tiefe sich anzuschauen und dann letztendlich sich auch wirklich Zeit für die einzelnen Prozesse zu nehmen, für das, was aufkommt. Und dann haben die Leute die Tools aber und können sie auch mit sich selbst durchführen. Ne? Also in der Form von Selbstbegleitung. Ja? Und das ist dann auch ganz cool, ja, weil die Leute, die dann sagen, okay, ich will auch Coach werden, ja, oder will auch andere Menschen unterstützen können, die dann halt länger bei uns in der Begleitung auch sind, über das Seminar jetzt hinaus, die sagen dann, okay, ich merke, da kommt gerade das und das auf, sekundäre Traumatisierung. Da würde ich sagen, ja, cool, erinnerst du dich noch, ne, an Tag 3, da haben wir diesen Prozess gemacht, aufgelöst im Feld heißt der, und mach den mal, ja, und schau, was dann passiert. Oder eine andere Person, die dann sagt, hey, irgendwie habe ich ja so diesen inneren Zwist, das wäre so viel Ego-State-Arbeit, also innere Anteile, Persönlichkeitsanteile, ne, gibt es ja so viel, damit arbeiten wir zum Beispiel auch. Und der sagt, ist irgendwie so ein innerer Zwist. Ne? Hatte ich zum Beispiel einen Teilnehmer, jetzt beim letzten Seminar, junger Mann, Unternehmer, der dann gesagt hat, okay,
ich spüre diesen Zwist. Auf der einen Seite will ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, auf der anderen Seite habe ich halt auch businessmäßig gewisse Dinge zu tun. Ja, das war natürlich für mich lustig aus eigener Betrachtungsweise, ja, dann so, aber ich habe mich da zurück, sondern leite einfach nur die Leute durch den Prozess und schauen wir, wo wir hinkommen. Und dann haben wir uns halt die verschiedenen Anteile angesehen und wie wir sie integrieren können. Das ist dann Tag 5 mit vereinten Kräften, heißt dann der Prozess. Und dann sind es Tools, die Leute haben und dann auch für sich intrapersonell anwenden können zum Beispiel. Benedikt, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Stell dir vor, du kannst jetzt eine SMS an die Menschen rausschicken, die sie alle lesen werden, anonymisiert. Welcher Satz steht in dieser SMS? Das ist nur ein Satz und ich möchte nur dazu sagen, er ist nicht von mir. Und das wäre aber der Satz, den ich weitergeben würde. Der großartige Autor Khalil Gibran von dem Buch Der Prophet, millionenfach aufgelegt, hat dieses Büchlein geschrieben, Der Prophet eben, ja. Eines der meistverkauften Bücher weltweit. Und er wurde in einem Interview gefragt, was sagt der Prophet aus? Und der Prophet sagt letztendlich nur eines aus. So, und jetzt würde ich mein Handy rausnehmen, die SMS-App öffnen, draufdrücken und sagen, deine Seele ist viel größer, als du denkst und alles ist gut. Wo können die Menschen dich finden? Also tatsächlich, wenn wir jetzt von dem sprechen, wovon wir gesprochen haben, dann tatsächlich einfach redefabrik.de, redefabrik-seminar.de. Ja, also einfach auf die Seite vom Seminar gehen, weil da ist das Modell, das kann sich jeder anschauen, ne, um die Dinge nochmal ein bisschen einzuordnen und kriegt alle Infos. Wer Interesse beim Seminar hat, dabei zu sein, ist da natürlich herzlich eingeladen. Und wer sagt, hey, ich finde das cool und mag einfach so noch ein bisschen mehr von mir sehen, YouTube, Instagram, hauptsächlich YouTube, ja, da gibt's viel. Aber redefabrik.de, redefabrik-seminar.de, also du siehst, ich bin Psychologe und kein BWLer, ja, also da sind dann die ganzen Infos. Wenn man persönlich mehr von mir und uns lernen will und sonst digital auf YouTube. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Benedikt, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Danke für die Einladung, lieber Leon. Gerne.